Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fast and Dirty Unreal Engine 5.2 Tutorial. In diesem Kapitel werden wir einen x-beliebigen Mixamo-Charakter inklusive Animationen downloaden. Wir werden ihn mit einem Rootbone und Foot-IKs, also Inverse Kinematics, bestücken und werden uns ein Animation Blueprint mit entsprechendem Control Rig from the scratch aufbauen. Also viel Spaß dabei! Wir öffnen die Unreal Engine 5.2 und legen uns ein neues Projekt an, und zwar unter der Rubrik Games. Wir entscheiden uns für ein Third-Person-Template, Blueprint, Target-Plattform Desktop, Quality Preset Maximum, kein Starter-Content und kein Raytracing. Gut, jetzt geben wir unserem Projekt noch einen Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal Food IK Mixamo. Du kannst es natürlich nennen, wie du magst, und natürlich auch einem entsprechenden Ordner deiner Wahl zuweisen. Gut, per Create legen wir uns das neue Projekt nun an. Und wir starten es gleich mal, indem wir hier oben auf die grüne Pfeiltaste, also auf Play, drücken. Gut, das ist unser Default Character von Unreal Engine 5.2 und man sieht hier auch schon sehr schön, wie das Food Placement oder das Food IK sozusagen reagiert. Das heißt, er passt jetzt auch immer die Füße dementsprechend oder die Beine an, je nachdem wie die schiefen Ebenen eben ausfallen, sodass es einen sehr realistischen und eleganten Eindruck macht. Gut, diese Funktionalität, die wollen wir jetzt auf jeden x-beliebigen Mixamo-Charakter übertragen können, und dazu müssen wir uns jetzt einfach mal dieses Third-Person-Template anschauen, damit wir einen kleinen Eindruck gewinnen, wie denn das Ganze aufgebaut ist. Gut, und dazu gehen wir jetzt mal auf den Third-Person-Folder, dann in Blueprints und öffnen mal den BP Third-Person-Character per Doppelklick. Gut, wenn es so aussieht wie bei mir, kann man es einfach per Drag and Drop hier oben mit einhängen, und dann sieht man hier im Event Graph, hier drin werden sozusagen die ganzen Inputs abgehandelt, das Input Mapping, Camera Input, Movement Input und sogar eine Jump-Funktion ist schon integriert, sodass wir uns um die Steuerung dann später von unserem Mixamo-Charakter nicht mehr kümmern müssen. Wir sehen jetzt hier in diesem Blueprint, dass wir das Skeleton Mesh Asset SKM Quinn sozusagen verwenden, und wenn wir jetzt hier doppelklicken auf dieses kleine Icon, dann sehen wir auch hier drüben im Skeleton Tree unsere komplette Knochen- oder Bone-Struktur von diesem Character. Gut, wenn wir uns das anzeigen lassen möchten, gehen wir hier oben auf Character Bones und dann können wir hier auch auf All Hierarchy umschalten, sodass wir dann sämtliche Knochen sehen, inklusive der Verbindungen der ganzen IK-Geschichten. Wir sehen, es beginnt mit einer Root. Die Root ist hier unten gesentert. Die sieht so aus. Wenn man hier umschalten möchte, kann man die Space-Taste benutzen oder wahlweise hier oben die Geschichten. Aber die Editor-Funktionalität, die werden in einem anderen Tutorial erklärt. Gut, dann haben wir hier unsere Root. Hier gibt es dann sozusagen die IK-Foot, die von der Root aus auf den Fuß geht. Links und rechts, das ist natürlich nochmal unterteilt in Foot L, also links und rechts, und das gleiche wird dann auch dementsprechend mit der Hand abgewickelt. Es gibt hier die Handgeschichte und dann eben auch noch die IK-Hand L und IK-Hand rechts. Für unser Foot IK oder Foot Placement benötigen wir aktuell lediglich die Foot Root und Foot L und Foot R Geschichte. So, das ist das, was wir dann jetzt auch gleich auf einen Mixamo-Charakter übertragen müssen, denn dieser hat diese IK-Bones nicht dabei und die werden auch von Mixamo nicht mitgeliefert. So, was müssen wir uns noch angucken? Wir haben uns hier dann praktisch noch unser Content Characters und dementsprechend Mannequins. Da gibt es die Animations, und hier mache ich einfach mal das APP Quinn auf. Das ist der Charakter, den wir aktuell ja auch benutzen. Da ist jetzt aktuell auch nichts gesteuert. Der ist jetzt sozusagen nur inherited. Das bringt uns nicht so viel. Das heißt, wir machen jetzt hier, der ist abgeleitet vom Many. Dann öffnen wir den Many und wir sehen hier im Event Graph die Funktionalitäten Event Blueprint Initialize Animation und Event Blueprint Update Animation, die dann sozusagen immer die aktuelle Geschichte wie die Geschwindigkeit zum Beispiel,
die Acceleration oder ob der Charakter gerade in der Luft ist, das heißt, ob er jumpt oder irgendwo runterspringt oder runterfällt. Das Ganze wird hier drin sozusagen zur Laufzeit permanent abgefragt. Gut, die Animationsgeschichten gibt es hier im Anim-Graph. Falls das hier nicht auf ist, findest du das hier drüben in der Geschichte My Blueprint. Anim-Graph, doppelklicken und hier sozusagen ist die komplette Locomotion mit drin, mit Idle. Das ist praktisch die Idle-Animation und dementsprechend natürlich auch die Walk und Run und so weiter. Das Control Rig wird hier mit eingebunden, aber da musst du dir jetzt nicht so viel Gedanken machen, weil wir werden das Ganze komplett von vorne aufbauen, damit ein besseres Verständnis dafür mal da ist. Gut, dann haben wir uns das Ganze mal angeschaut, das heißt noch nicht ganz, das heißt, ich gehe jetzt einmal noch zurück auf Mannequins, hier gibt es noch einen Folder Rigs. Und hier an der dritten Stelle gibt es einen Control Rig Mannequin Basic Food IK. Per Doppelklick machen wir uns den mal auf. Und hier wird das Ganze sozusagen berechnet, wie er dann seinen Fuß heben soll. Es gibt hier eine Funktion Foot Trace. Per Doppelklick kommen wir da rein und die wird zum Beispiel gemacht mit einem Sphere Trace. Die geht vom Fuß senkrecht nach unten, sodass wir also wissen, wie weit ist denn der Boden von unserem Fuß eigentlich weg, im Vergleich dann natürlich zum anderen Fuß und dementsprechend sind wir dann über diese Funktionalitäten hier in der Lage, den einen oder anderen Fuß dementsprechend anzuheben, sodass es dann zu diesem sehr realistischen Bild kommt. Gut, da müssen wir auch nicht näher drauf eingehen, weil das werden wir auch komplett von vorne neu aufbauen. So, an dieser Stelle gehen wir nochmal zurück auf unseren Content-Folder und wir werden uns jetzt hier einen neuen Ordner anlegen, rechte Maustaste, New Folder und den nennen wir jetzt einfach mal Mixamo und per Doppelklick kommen wir auch in den Folder rein und hier machen wir uns gleich einen neuen Folder, der nennt sich jetzt Animations, den nennen wir jetzt einfach mal Animations. So, das war es jetzt erst einmal für die Unreal-Geschichte. Ich gehe jetzt hier sicherheitshalber trotzdem auf Save All, damit hier nichts passiert. Und jetzt werden wir uns einfach mal so einen Mixamo-Charakter herunterladen, indem wir praktisch auf Google Chrome oder einem Browser deiner Wahl, gehst du einfach mal auf mixamo.com. Wenn du noch keinen Adobe Mixamo-Account hast, dann bitte einfach einen neuen anlegen. Mixamo ist komplett kostenlos. Man benötigt lediglich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Gut, ich habe mir jetzt hier schon mal den Ninja ausgesucht. Es gibt hier die Rubrik Characters. Hier gibt es ganz viele. Du kannst jetzt einen aussuchen, den du magst. Ich nehme den Ninja. Wenn du den auch haben magst, dann gibst du hier einfach mal Ninja ein. Dementsprechend kommt hier auch der Ninja. So, dann sage ich hier mal Use this Character. Da haben wir auch schon, man sieht ihn hier in der typischen T-Pose, wie ihn Unreal sehr gut verarbeiten kann. Das ist die Pose, die wir uns zuallererst runterladen, bevor wir uns dann dementsprechend hier eine passende oder mehrere Animationen raussuchen. Gut, dann gehen wir jetzt hier auf Characters. Jetzt haben wir hier die T-Pose sowieso schon da. Falls du jetzt da ein bisschen rumgespielt hast an der Animation, das ist jetzt halb so wild. Man sieht, die werden jetzt hier exakt auf diesen Ninja-Character übertragen. Dann kannst du hier ganz oben ganz simpel unter Animations einfach mal nach T-Pose suchen und dann kommt auch die entsprechende T-Pose. So, wenn du das hier über die Animationsgeschichte machst, ist das sowieso besser, weil dann hast du hier unter der Rubrik Download auch die Sache, dass du hier die Skin mit einstellen kannst. Wenn du von Anfang an Default auf T-Pose bist, dann wirst du diese Option nicht haben. Das heißt, es ist immer sinnvoll, erst den Charakter auszusuchen, dann Animation, dann die T-Pose, dann hier wirklich anwählen und dann steht diese Skin-Dropdown-Geschichte auch zur Verfügung. Gut, wir haben jetzt hier Format FBX Binary, das lassen wir alles so stehen, Frames per Second bleibt, Keyframe Reduction brauchen wir auch nicht, Skin machen wir with Skin, das bedeutet wir wollen alle Texturen und auch alle Materialien, die diesem Charakter zugehörig sind, auch mit downloaden. Gut, dann werden wir hier mal auf Download klicken und dementsprechend lädt dieser Charakter hier unten runter, da steht jetzt hier T-Pose FBX. Ich habe mir jetzt hier mal auf meinem Rechner einen Ordner auf dem Desktop zum Beispiel Mixamo angelegt. Du kannst dir natürlich auch irgendwo auf deinen Festplatten einen Ordner anlegen und dementsprechend werde ich jetzt diese T-Pose FBX
einfach mal hier hineinziehen aus meinem Download, sodass es dann sauber in einem Verzeichnis aufgeräumt ist. Gut, dann haben wir das hier schon mal drin und dementsprechend können wir jetzt hier in unser Content Mixamo Verzeichnis in Unreal die Geschichte ganz simpel per Drag and Drop reinziehen. Natürlich würde es auch eine Importfunktion geben, aber ich mag es mir jetzt bequem. Ich ziehe es jetzt einfach mal hier unten rein. Gut, dann öffnet sich der FBX Import Dialog. Wir lassen alles so stehen, wie es ist und klicken einfach mal auf Import All. So, dann schauen wir mal, was passiert. Unreal importiert jetzt auch unsere Geschichte. Ich habe jetzt hier auch ein paar Fehlermeldungen. Die ignoriere ich jetzt einfach mal. Die brauchen wir dann dementsprechend auch nicht zu berücksichtigen. Gut, das liegt jetzt einfach mal an dem Ninja Character. Beim anderen wird das dementsprechend wahrscheinlich nur mit der Smoothing Group sozusagen bemängelt, das aber dementsprechend auch einfach weggeklickt werden kann. So, jetzt haben wir hier auch unser Material, wir haben unsere einzelnen Texturen, die dem Ganzen zugehörig sind. Das ist das Material selber, das wird hier zusammengebaut und dann haben wir hier unsere T-Pose als Skeleton Mesh. Wir haben ein Skeleton und die Physik Assets dazu. Ich klicke jetzt mal auf das Skeleton Mesh und da sehen wir auch zugleich, dass es hier schon perfekt importiert ist. Gut, jetzt werden wir gleich feststellen, wir haben jetzt hier unser Skeleton Tree, deswegen gibt es auch dieses Tutorial zu dem Thema. Das beginnt hier mit dem Hips. Gut, jetzt mache ich hier mal ein paar Sachen zu, da habe ich mein Idle, da mache ich mal das Control Rig, da trennen wir uns jetzt einfach mal von dem Material auch, genau, und dann dementsprechend mache ich auch diesen BP Third Person Character zu. Und wenn ich jetzt den Quinn nochmal vergleiche, der Quinn beginnt hier dementsprechend mit einer Root. Und dann besitzt er hier, gut, die Center of Mass, die brauchen wir jetzt nicht bei uns im Mixamo Character, aber er besitzt hier dementsprechend diese Foot IKs, die wichtig sind für die Inverse Kinematic in unserem Control Rig. So, wie können wir das jetzt fertigstellen? Wir brauchen also hier sozusagen einerseits mal die Root, also den Root Bone und dementsprechend IKs. Der Root Bone steht uns hier nicht zur Verfügung und wir haben jetzt hier in Unreal definitiv keine Möglichkeit, den hier in diesem Mixamo Charakter, in diesem Skeleton Tree sozusagen nachträglich noch zu implementieren. Und da gibt es jetzt einen Trick, deswegen gibt es auch dieses Tutorial. Wir benutzen ausschließlich ja kostenlose Veranschaulichungsmittel. Das bedeutet, wir werden in dem Fall jetzt den Blender benötigen. Falls du Blender noch nicht installiert hast, Blender gibt es unter blender.org, aktuell die 3.6 LTS-Version. Einfach mal downloaden und dementsprechend installieren. Ist auf jeden Fall immer mal wert, sich den Blender mal anzuschauen, weil man kann ganz tolles 3D-Modelling damit veranstalten. Und dementsprechend, wir benötigen aktuell einfach mal nur eine Installation, also keine Panik, wir werden hier nicht großartig mit Blender arbeiten, sondern wir benutzen ihn als Mittel zum Zweck, um unseren Root Bone in unseren Mixamo Skeleton Tree mit zu integrieren. Gut, also Blender downloaden, installieren und jetzt kommt die nächste Geschichte. Jetzt suchen wir hier oben einfach mal nach Mixamo Converter und dementsprechend erscheint dann an der Stelle der Mixamo Converter Version 2.4. Soweit ich aber weiß, ist der kostenpflichtig, den werden wir nicht nehmen. Das heißt, wir gehen runter und es gibt hier unten auf GitHub den Blender Add-on for Converting Mixamo Animations to Unreal. Und wenn wir da mal draufklicken, dann öffnet sich auch die GitHub-Geschichte. Das ist der NCOP Mixamo Converter. Und hier drüben auf den grünen Button Code, Pfeil nach unten, kann man hier Download ZIP ganz easy jetzt einfach mal dieses Plugin runterladen. Das heißt, ich klicke auf Download, dann habe ich hier auch schon mein Plugin und dann kann ich auch dementsprechend wieder auf meinen Mixamo-Ordner wechseln und dann werde ich hier das Ganze einfach mal rüberziehen. Mixamo Converter, der kommt jetzt einfach hier rein, dann weiß ich auch, wo er liegt. Natürlich könntest du jetzt auch über den Download-Folder drauf zugreifen. Ich räume es jetzt einfach mal ein wenig auf. Und dementsprechend werde ich jetzt auch mal den Blender öffnen. Ich habe jetzt hier auch den 3.6 bereits installiert. Ich gehe mal ein bisschen rüber, sieht man es besser. Den klicke ich jetzt einfach mal doppelt. Also keine Panik, wir machen jetzt eigentlich gar nichts im Blender, sondern wir benutzen lediglich dieses
Plugin für die Konvertierung. Gut, dann klicken wir einfach mal drauf, dass das Ganze erledigt ist und jetzt zeige ich einfach mal, wie das geht. Man geht jetzt hier auf Edit und dann auf Preferences und dementsprechend auf Add-ons. Falls du auf Interface stehst, einfach hier auf Add-ons, dann auf Install und dann in dem Verzeichnis, wo du das downgeloadete Plugin abgelegt hast. Bei mir ist es Desktop Mixamo und da ist der Mixamo Converter Master.zip. Und den selektieren wir jetzt einfach mal an und dann können wir dieses Archiv ganz einfach über den Button Install Add-on installieren. So, jetzt haben wir das installiert und dementsprechend kann man das jetzt suchen. Vielleicht ist es bei dir auch so schon da. Und das Ganze ist ja jetzt der Converter, genau, Animation Mixamo Converter. Bei mir ist er nämlich schon integriert, das heißt, bei dir würde es am Anfang so aussehen und dann dementsprechend einfach ein Häkchen setzen, so dass dieses Converter-Plugin auch dementsprechend aktiv ist. Gut, das war es eigentlich. Dann können wir hier auf das X klicken und diesen Dialog schließen. Und wenn du jetzt die Taste N im Blender drückst, auf dem Keyboard N, dann erscheint hier drüben sozusagen die rechte Leiste und es müsste hier unten ein Mixamo-Tab erscheinen. Und wenn wir den jetzt anwählen, dann sehen wir auch schon, dass wir den bedienen können und dementsprechend können wir dem sogenannte Einstellungen geben. Doch bevor wir das jetzt tun, werden wir jetzt einfach mal ganz simpel auch noch die entsprechenden Animationen dazu herunterladen, weil dieses Plugin tollerweise eben einen Batch-Convert anbietet. Das heißt, wir können gleich mehrere Sachen gleichzeitig konvertieren. Das ist sehr angenehm. Wir haben dann unsere T-Pose und dann eben noch eine Idle, eine Running und eine Jump-Geschichte, die wir dann integrieren werden. Die packen wir da gleich mit rein. Dann haben wir diese Batch-Convert-Geschichte auf einmal abgewickelt. Gut, und dazu wechseln wir jetzt einfach mal wieder rüber auf unser mixamo.com. Und dementsprechend benötigen wir jetzt noch Animationen. Jetzt gebe ich hier oben einfach mal ein Idle. Das ist das, was er tut, wenn wir ihn nicht bewegen. Da gibt es hier ein paar lustige Sachen. Rot ist immer für Female, Blau sollte für Male sein. Und jetzt nehme ich einfach mal eine x-beliebige. Du kannst jetzt aussuchen, was du möchtest. Du kannst dir auch drei nochmal anschauen, was dir jetzt am besten gefällt. Aber die Optik ist jetzt nicht Sinn dieses Tutorials, sondern es geht jetzt mal explizit um die Control-Rig-Geschichte mit der IK, mit dem Inverse Kinematics. Gut, ich nehme jetzt einfach mal diese Idle-Sache da mit rein und gehe hier oben auf Download und jetzt ist zu beachten, alles bleibt gleich wie bei der T-Pose, nur dass wir jetzt diesmal keine Skin mit runterladen, weil wir haben unser Material und die Texturen ja schon in Unreal importiert. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Without Skin, damit wir das nicht alles doppelt und dreifach haben. Gut, dann gehe ich jetzt hier auf Download und dementsprechend wird das Ganze jetzt dann auch schon runtergeladen. Ich lade jetzt erstmal alle runter und dann schiebe ich sie rüber in mein Verzeichnis Mixamo. Gut, Idle, da mache ich mal Running, gebe jetzt einfach mal Run ein. Da habe ich hier ein paar Run-Geschichten dazu. Jetzt suche ich mir irgendein Running aus. Da läuft das sehr, sehr flott. So, jetzt sieht man auch, dass der hier so nach vorne links aus dem Bildschirm läuft. Das kann man natürlich hier mit der Checkbox In Place korrigieren. So lassen wir es auch, also bitte In Place selektieren. Hier kann man noch den Style einstellen, die Speed, die Overdrive, die Arm Space und so weiter, je nachdem, wie man es gerne hätte. Falls man ihn später mal mit Waffen ausrüsten möchte, kann man hier noch dementsprechend vor dem Export Modifikationen vornehmen. Gut, dann nehme ich die Running mit raus. Das heißt, ich gehe hier auf Download. Jetzt ist mein Without Skin sowieso schon Default, weil ich es vorher bei meiner Idle ja auch so ausgewählt habe. Und dann gehe ich wieder auf Download. Gut, dann brauchen wir die Jump-Geschichte. Das heißt, wir geben hier oben dann einfach auch mal Jump ein, wenn der Download fertig ist. So, da ist er auch schon. Und dann habe ich hier eine Jump-Geschichte. Jumping, jetzt gehe ich mal auf Jump. Und da sieht man jetzt auch, er springt jetzt immer so hoch und irgendwie. Und das ist natürlich eine kleine Problematik, weil wenn man jetzt irgendwie von der Klippe springt oder von einem höheren Absatz, dann wird er diese Animation permanent irgendwie wiederholen oder man lässt sie dann auf dem letzten Frame stehen. Das kann man natürlich auch machen. Ich würde sagen, wir kombinieren jetzt einfach mal ein paar. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die dann hintereinander auch aussehen, aber das wird sich dann gleich irgendwie sozusagen dann
herauskristallisieren. Das heißt, wir machen einfach mal ein Trial-and-Error-Verfahren. Ich nehme jetzt mal die Jump Up, wo er hochspringt. Da springt er jetzt einfach mal hoch. Die nehme ich mir jetzt mit runter. Die heißt Jumping Up und dementsprechend auch Download Without Skin. Das ist meine Jumping Up Geschichte. Und Mixamo bietet auch noch dementsprechend eine Jump Loop Geschichte an, soweit ich weiß. Gehen wir mal hier oben Jump Loop ein. Da sollte es einen geben. Jump Loop, genau, da ist er jetzt in der Luft. Da macht er jetzt so eine komische andere Bewegung. Das ist mir aber jetzt gleich. Dann lassen wir die mal so mit so einer Kampfwaffe in der Kampfposition. Das ist jetzt egal. Hauptsache wir haben eine Jump Start, eine In the Air Geschichte und eine Jump Land oder Landing Geschichte. Das wäre praktisch die wichtige Sache. Und jetzt gehen wir hier nochmal auf Download Without Skin. Die ziehe ich mir jetzt auch gleich runter. Und dann brauche ich natürlich noch einen Jump, der sozusagen landet. Und da gibt es, glaube ich, noch irgendwas mit Fall oder Falling. Schauen wir mal, Jump Falling to Landing. Genau, Falling to Landing nennt sich die. Und da setzt er dann auch wieder auf. Das heißt, er kann jetzt auch etwas länger in der Luft bleiben, sodass er eben durch diese Jump Loop Geschichte dann immer so schön in der Luft schwebt. Leider jetzt mit einer Kampfposition. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal auf Download Without Skin und dann habe ich auch schon sämtliche Animationen, die ich in diesem Tutorial verwenden möchte. So, dann werde ich jetzt hier das wieder ein bisschen minimieren und dementsprechend auch ein bisschen rausziehen, dass ich meine downgeloadeten Files auch sehe und dann wechsle ich wieder rüber auf meinen Mixamo-Folder und dementsprechend werde ich jetzt hier die Falling to Land mit reinziehen. Ich ziehe die Jump Loop rein, die Jumping Up, die habe ich anscheinend schon mal runtergeladen, deswegen heißt sie bei mir Klammer 1. Running gibt es bei mir anscheinend auch schon im Download. Und dann habe ich hier noch die Idle-Geschichte. So, jetzt werden wir das Ganze ein bisschen ordnen, damit das besser im Blender abgearbeitet werden kann. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal rechte Maustaste, neuen Ordner. Da mache ich jetzt einen sogenannten Input-Ordner. Da geht es rein. Ich nenne den jetzt einfach mal so. Da nehme ich jetzt meine T-Pose, mein Running, mein Jumping Up, mein Loop, mein Idle, mein Falling to Landing und die schiebe ich jetzt einfach in meinen Input-Ordner, so dass sie sich alle drin befinden. Und dann in derselben Mixamo-Root lege ich noch einen neuen Ordner an und diesen Ordner nenne ich jetzt einfach mal Output. So. Der Output bleibt leer, da wird dann Blender mit dem Konverter automatisch die Animationen sozusagen inklusive eines Root Bones hoffentlich hinein kopieren. Gut, dann können wir jetzt hier wieder auf unseren Blender wechseln und hier in dem Mixamo-Tab schauen wir uns mal an, was hier in diesem Root Baker sozusagen noch einstellbar ist. Wir gucken mal, was es da gibt. Da gibt es Use Z, Transfer Rotation, das lassen wir auch so wie es ist, Convert Single. Genau, da haben wir hier die Advanced Options. Was wir nicht benötigen ist Use Z. Das werden wir sozusagen deselektieren. Ich kann das Ganze hier auch ein bisschen breiter machen. Und dann werden wir benötigen den Fixbind, den lassen wir gecheckt und die Apply Rotation wird deselected, also die Checkbox bitte rausnehmen. Gut, damit glaube ich werden die Basiseinstellungen erledigt. Einzige was zu beachten ist Use Z deselektieren und Apply Rotation ebenfalls. So, dann haben wir unseren Input Path, da gehen wir jetzt gleich mal drauf und dementsprechend werde ich jetzt da wieder wechseln auf meinen wo bin ich denn da schön? Mein Mixamo-Ordner, der ist hier unten, genau, dann habe ich hier meinen Input und den akzepte ich jetzt als Input-Ordner. So, Accept und dementsprechend gibt es einen Output-Path, den werde ich wiederum dann mit meinem Output-Ordner deklarieren. So, Accept und damit ist das Ganze jetzt schon fertig eingestellt. Jetzt muss ich nur noch auf Batch Convert klicken, in der Hoffnung, dass es dann auch klappt. Das heißt, es wird ein bisschen dauern. Wir haben ja doch ein paar Animationen dabei. Und jetzt steht hier unten schon 6 Files converted. Und wenn ich jetzt hier dann auf meinen Explorer gehe und dann auf Output, dann sehe ich hier auch schon, dass ich hier die neuen konvertierten
Animationen habe mit Skeleton Mesh, die jetzt auch hoffentlich unseren Root Bone beinhalten. Gut, das wäre jetzt soweit schon mal erledigt. Das heißt, wir können jetzt sozusagen den Blender einfach mal schließen. Den werden wir nicht mehr brauchen. Ich mache jetzt ein Don't Save, weil das Plugin ist sowieso installiert. Wir haben ja sonst auch nichts modelliert. Wechseln wieder rüber auf Unreal 5.2 und gehen jetzt hier wieder auf unsere Third-Person-Map. Dementsprechend wissen wir ja noch, dass wir hier die T-Pose geöffnet haben, dass wir hier nur die Hips zur Verfügung haben, keinen Root Bone. Das heißt, ich schließe diesen Tab hier. Den Quinn lasse ich jetzt mal auf, damit wir uns nachher besser daran orientieren können. Und jetzt werde ich einfach mal hergehen und diese ganze Geschichte einfach mal löschen. Das heißt, ich nehme diese drei Sachen da, die T-Pose, die Physics Assets und das Skeleton, und dementsprechend markieren und dann die Entfernen-Taste. So, dann kommt diese Geschichte schon mal raus, weil das ist das falsche Skelett. Wir benötigen ja eins mit den Root Bones. So, das allererste, was importiert werden muss, früher war es zwingend, ich denke, das wird in der 5.2er auch noch so sein. Am besten, man fängt so an, damit nichts schief läuft, immer zuerst die T-Pose. Das bedeutet, ich ziehe die T-Pose hier rein, sage Import All und jetzt weiß ich natürlich nicht genau, das Material erkennt er, das haben wir schon, das habe ich jetzt richtig gemacht, dass ich nur diese drei hier gelöscht habe und dementsprechend habe ich jetzt die T-Pose zur Verfügung. So, jetzt gehe ich hier auf das lilane oder pinke, auf das Skeleton Mesh und jetzt sieht man hier auch, dass wir hier ganz sauber hier unten eine Root Bone zur Verfügung haben. Super, das ist doch eigentlich kinderleicht mit diesem Unreal oder besser gesagt mit diesem Blender-Konverter. Gut, dann haben wir hier diesen Root Bone schon integriert und dementsprechend können wir jetzt beruhigt die anderen Animationen auch hineinladen. Gut, dann gehe ich wieder rüber auf meine Map, gehe in den Ordner Mixamo Animation und dann auf meinen Mixamo Output Folder und jetzt nehme ich mal alle anderen Animationen, die T-Pose nicht mehr, die haben wir ja schon und die ziehen wir jetzt dann per Drag and Drop sozusagen dann auch rüber in unseren Animations-Ordner und jetzt mache ich das mal, klappe ich das mal zu und was wir hier zwingend brauchen, wir müssen den Animationen jetzt das T-Pose-Skelett zuordnen, sonst haben die nämlich keins. Das heißt, wir machen hier beim Dropdown, suchen wir nach unserer T-Pose, das ist das T-Pose-Skeleton. Je nachdem, was du für einen Charakter benutzt, musst du natürlich immer das dementsprechende Skeleton des Charakters auswählen und der Animation dann auch zuordnen. Das Häkchen muss gesetzt sein, falls es bei dir sozusagen unchecked ist, bitte ein Häkchen rein für Import Animations, sonst wird die Animation nicht importiert. Gut, wichtig zu beachten, also Skeleton zuordnen, in dem Fall bei mir ist es T-Pose Skeleton und dementsprechend Import Animations Häkchen setzen. Dann einfach auf Import All und jetzt werden die Animationen auch importiert. Es ist hier ein bisschen anders als sonst, wie man es gewohnt ist. Es kommen hier noch so komische Geschichten mit. Das liegt an der Konvertierung wahrscheinlich aus dem Blender-Konverter. Das hat uns aber nicht zu kümmern. Die werden wir jetzt einfach mal löschen, sodass nur die grünen, also die Animation Assets übrig bleiben. Das heißt, ich markiere die alle oder lösche das einzeln, je nachdem, wie du lustig bist. So, dann auf Entfernen und dann Force Delete. Und jetzt bleiben auch nur noch die Animationssequenzen übrig. Und jetzt können wir uns die mal anschauen. Das ist das In-Air. Wenn du die Bones jetzt nicht mehr sehen magst, gehst wieder auf Bones und dann dementsprechend Selected Only. Das können wir dann wieder praktisch zurücksetzen. Und dann können wir natürlich weitermachen mit der nächsten. Das ist unsere Idle. Und dann haben wir noch die Jump Loop. Und wir haben dann die noch mit Hochspringen. Genau, wir haben eine Running mit dabei. Das ist also alles sauber, dementsprechend dann auch mit Root Bone versehen. Gut, dann können wir die Sachen wieder zumachen und jetzt schauen wir uns einfach mal den Quinn an. Was wir jetzt brauchen natürlich ist noch eine IK Food Root und dementsprechend ein IK Food L und ein IK Food R. Benennung ist natürlich gleich, aber dementsprechend sollten sie vorhanden sein, damit wir dann das Control Rig auch richtig programmieren können. Gut, dazu gehen wir jetzt nochmal auf unsere Third-Person-Map. Ich gehe jetzt hier in mein Mixamo-Verzeichnis und öffne hier mal mein Skeleton Mesh. Und da habe ich jetzt hier auch schon die Root.
und dementsprechend auch die Hips. Gut, so, was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt hier einen IK Food Root, den haben wir hier natürlich nicht, aber Unreal bietet uns die Möglichkeit, wenn das Skelett nicht diese IK-Geschichten mitliefert, dass wir praktisch uns Virtual Bones bedienen. Das heißt, ich gehe jetzt hier oben einfach mal rein und mache hier bei der Root rechte Maustaste und sage Add Virtual Bone und dann wähle ich hier den Root aus. So, der nennt sich jetzt VB Root Root. Und wie heißt er hier? Hier nennt er sich IK Food Root. Dann werden wir den ganzen auch umbenennen, indem wir hier so reinklicken. Dann heißt es VB bleibt sowieso stehen für Virtual Bone. Und dann machen wir hier ein IK, schreibe es klein, IK unterstrich Food unterstrich Root. So, dann haben wir hier eine IK Food Root. Die befindet sich dann hier unten zwischen den Füßen. Das heißt, wir haben hier die Root und die Food Root. Wenn das aktuell bei dir noch nicht dort steht, vielleicht hier oben mal auf Speichern gehen oder hier mal wechseln. Das heißt, dann sollte auch die Namensgebung hier erscheinen. So, jetzt wechseln wir, oder wenn du nicht gewechselt hast, wieder auf den linken Button hier drüben, sodass wir hier auf unser T-Pose Skeleton verweisen. Das Ganze können wir natürlich auch hier erledigen. Das ist also eigentlich auch ziemlich gleich. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein wieder auf unser VB-IK Food Root und jetzt werden wir hier ganz simpel auch mal die IK Food L. Der ist jetzt hier unten am linken Fuß und wir sehen jetzt hier, dass der andere auf dem rechten Fuß sitzt und die Verbindung geht jetzt hier raus von unserem IK Food Root. Und das gleiche werden wir jetzt hier drüben spielen. Das heißt, wir klicken mit der rechten Maustaste auf die IK Food Root, adden wieder einen Virtual Bone und da geben wir jetzt mal ein Food. Dann haben wir hier Left Food, da machen wir den nochmal einen Rename draus. IK mache ich Food L für Food Left und dann wiederum oben beim Food Root rechte Maustaste, Add Virtual Bone, geben wir ebenfalls Food ein und dann bin ich abgerutscht, das ist nicht so gut. So, Food. Und dann nehmen wir den Right Food und dann machen wir auch wieder einen Rename, IK Food R. So, dann haben wir die jetzt alle drin. Das heißt, das ist hier, jetzt gehen wir wieder auf Speichern, sonst sehen wir es nachher wieder nicht. Genau, und dann sehen wir hier den Food rechts und den Food links und hier ist unsere Root, die sozusagen zu beiden hinzeigt oder dementsprechend auf beide verweist. Gut, das wäre jetzt die Geschichte mit den IKs. Dann gehen wir jetzt hier wieder auf Save. Jetzt wechseln wir wieder auf unsere Third-Person-Map, denn jetzt werden wir beginnen, unserem Charakter etwas Leben einzuhauchen, sodass wir den als Player auch steuern können. So, jetzt räume ich hier noch ein bisschen auf. Ich bin in Content Mixer Mode, mache rechte Maustaste, New Folder, den nenne ich jetzt mal Textures. Und in meinen Textures Folder lege ich mal diese 4 Texturen rein. Die schiebe ich hier rüber mit Move hier. Und dementsprechend mache ich noch einen Ordner New Folder, den nenne ich Materials. Und da schiebe ich mein Body Material hinein, sodass das Ganze etwas geordneter ist. Gut, jetzt was wir an der Stelle noch brauchen, wir brauchen ein Animation Blueprint. Das bedeutet, ich mache jetzt hier noch einen Ordner, den nenne ich Blueprints. Und dementsprechend klicken wir das doppelt. Und jetzt erstellen wir uns ein Animation Blueprint, das das Ganze dann sozusagen die ganze Animationsgeschichte steuert. Also rechte Maustaste, wir gehen auf Animation und hier an zweiter Stelle Animation Blueprint. Dem müssen wir jetzt wieder ein Skelett zuordnen. In unserem Fall ist es die T-Pose-Geschichte, also das T-Pose Skeleton. Und dann gehen wir auf Create. So, das Ganze nenne ich jetzt Animation Blueprint, APP unterstrich und dann nenne ich es einfach mal Ninja. Gut, das ist jetzt mein Animation Blueprint Ninja und per Doppelklick können wir dieses auch gleich mal öffnen. So, dann beginnen wir hier an der Stelle mit dem Event Graph. Das heißt, ich schiebe das ein bisschen rüber. Wir haben jetzt hier schon mal voreingestellt ein Event Blueprint Update Animation und dem stellen wir jetzt noch etwas voraus. Wir wollen bei der Initialisierung noch ein paar Variablen oder sogenannte Instances erzeugen, die wir dann hier unten auch verwenden können. So, dann machen wir hier rechte Maustaste, das nennen wir jetzt mal Event
Blueprint, Event Blueprint, Initialize Animation und dementsprechend werden wir hier einen Cast machen auf den Character. Ich ziehe es ein bisschen auf, dass es nicht gar so komisch aussieht. Das heißt, wir casten to Character, also zur Klasse Character, denn unser Player, also unser Ninja, ist sozusagen, wird dann in eine Character-Klasse auch eingebettet sein, weil wir benutzen ja den Character vom Third-Person-Template und dementsprechend werden wir hier einen Cast machen. Gut, dann brauchen wir ein Object von dem Character. Das geht über hier im Animation Blueprint über getOwning Actor. So, da haben wir das Objekt auch gesetzt und jetzt wollen wir die Character-Variable sozusagen setzen. Da machen wir hier die rechte Maustaste, Promote to Variable. Dann steht jetzt hier schon as Character drin und wir nennen das Ganze jetzt einfach mal um in Character. Das ist also die Character-Instance-Variable von unserem Cast und die Character-Geschichte, die Klasse beinhaltet ein Character-Movement und das holen wir uns jetzt hier über getCharacterMovement. Ich denke, müssen wir ganz runter scrollen, dann kriegen wir es hier unten auch. Da haben wir hier ein getCharacterMovement und das Ganze hier drauf, rechte Maustaste, Promote to Variable und das nennen wir jetzt, man sieht hier auch schon, das ist automatisch in Components, in die Tüte Components reingekommen, weil es eine Komponente ist. Und wenn wir das Ganze jetzt noch umbenennen, dann nennen wir das einfach mal Movement, jetzt habe ich mich verschrieben, Movement Component. So, Movement Component, das ist mein Movement Component und der wird jetzt mit der Set-Variable dementsprechend verbunden. So, das ist jetzt meine Initialisierung von meinem Animation Blueprint. Das heißt, wir machen Cast auf unseren Character, setzen eine Variable, damit wir nicht jedes Mal hier casten müssen und dementsprechend auch eine Variable über das Character Movement, sonst müssten wir jedes Mal diese Cast und Target Character Movement Geschichte neu aufziehen und das ist ein bisschen umständlich und auch nicht unbedingt sehr performant. Gut, dann haben wir jetzt hier die Geschichte Event Blueprint Update Animation. Das heißt, wir können uns von dem Try-to-Get-Pawn-Owner einmal trennen und wir werden jetzt hier den Character mal rausziehen mit einem Get und dementsprechend klicken wir mit der rechten Maustaste drauf und wir wollen hier ganz unten Convert to a Validated Get. So, was bedeutet das? Wir prüfen jetzt, ob diese Initialisierung hier oben, dieser Cast hier auch geklappt hat, sonst wäre die Variable nämlich nicht valid und dann würde es richtige Probleme machen im Animation Blueprint, wenn wir eine nicht valid Character Variable jetzt in das, was wir jetzt da noch an Blueprints aufbauen, hineinschicken würden. So, da haben wir die Geschichte hier mit isValid, also nur wenn die gültig ist da oben, wenn die wirklich sauber initialisiert worden ist, werden wir hier mehrere Sachen abfahren. Das bedeutet, bevor die Blueprints ja immer zu lang werden, wenn wir da immer mehr und mehr und mehr machen, werden wir das Ganze aufteilen. Da gibt es eine saubere Methodik dafür, das nennt sich dann Sequence und dementsprechend können wir dann eine Sequence einbauen, das heißt, die macht zuerst 0, dann die 1er-Optionen und so weiter und so weiter. In dem Fall werden wir noch eins brauchen, das heißt wir machen add pin und somit haben wir auch schon 2. Sicherheitshalber können wir hier mal auf Compile gehen und dann auf Save und diesen zweiten Klick können wir uns sparen. Wir können hier sagen bei Save on Compile on Success Only, das heißt wir müssen hier nur noch einmal klicken und nicht immer explizit dann auch noch das Save als Button. Gut, das kann man hier oben dann einstellen, damit es verkürzt ist und jetzt geht es einfach weiter. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, was wir für eine Geschwindigkeit hier rausholen. Das heißt, wir werden jetzt ein paar Variablen hier unten links einfügen. Das heißt, wir gehen hier bei Variablen auf Plus und nehmen eine Variable, die heißt jetzt Velocity für Geschwindigkeit, Velocity. Die lassen wir aber nicht vom Typ Boolean, das heißt wir klicken hier drauf und die Velocity ist vom Typ Vektor. So, dann benötigen wir noch eine Variable, die nennen wir jetzt einfach mal, Moment, wo ich da runter, New Var, und die nennen wir jetzt einfach mal Ground Speed.
und diese wird sein nicht vom Typ Vektor, sondern vom Typ Float. So, das ist die Variable Ground Speed und jetzt brauchen wir noch eine, ob er in der Luft ist, die fügen wir auch gleich mit dazu, die nennt sich dann isFalling. Ob der Charakter in der Luft sich befindet, also keinen Bodenkontakt hat, dementsprechend müssen wir dann auch die Fall- oder Sprunganimationen einspielen. Gut, die isFalling, die ist entweder True oder False, das bedeutet, die wird sein vom Typ Boolean. So, jetzt können wir gleich mal compilen, gesaved wird ab jetzt automatisch und dementsprechend können wir das Ganze hier mal aufbauen. Gut, jetzt werden wir die Velocity mal setzen, das heißt, wir ziehen die jetzt einfach mal raus. Ich ziehe die raus mit der Alt-Taste gedrückt, dann kriege ich ein Set. Wenn ich das Ganze mit der Steuerungstaste gedrückt halt rausziehe, dann kriege ich ein Get. In dem Fall können wir es rausziehen mit der Alt-Taste oder wir ziehen es einfach raus, haben noch einen Klick mehr und müssen dann hier auf Set gehen, kommt aufs Gleiche raus. Gut, dementsprechend verknüpfen wir das Ganze hier. Ich schiebe es ein bisschen rüber und jetzt, wie kriegen wir die Geschwindigkeit her? Und das holen wir uns über unseren Movement Component Get und dann dementsprechend beinhaltet der, jetzt habe ich hier mal so ein lästiges No-Debug-Data stehen und das kommt, wenn das vorkommt, das kommt ab der 5er Version nämlich öfter vor und das nervt ein wenig, dann kann man hier oben bei der Preview Instance auf No-Debug Object Selected klicken und damit ist dieses lästige Fenster auch weg. Gut, dann können wir hier rausziehen, dann holen wir uns hier die Velocity raus, Get Velocity. Die müsste es dann auch geben, hier unten unter Velocity, Get Velocity und diese Velocity, die klicken wir ein und da setzen wir dementsprechend unsere Variable Velocity. So, dann haben wir die Velocity übergeben an diese Variable und dann wollen wir jetzt wissen, sozusagen, wie schnell ist denn unser Ninja an dieser Stelle. Das heißt, wir brauchen hier eine Ground Speed, die ziehen wir auch raus mit Set. Und dann können wir hier die Ground Speed auch setzen und die müssen wir natürlich jetzt erst noch berechnen lassen. Und unsere Ground Speed, die berechnet sich aktuell aus unserem X- und Y-Vektor. Die haben wir hier stehen und nicht aus dem Z, weil wir fliegen ja dementsprechend nicht wie ein Vogel oder ein Flugzeug oder sonstiges, sondern wir befinden uns immer auf der Erde und da laufen wir. Das heißt, wir benötigen lediglich die Vektorlänge von x und y. Das heißt, wir können hier aus der Velocity rausgehen und sagen Get Vector und zwar x, y wäre Angebot, Get Vector Length nennt sich es in dem Fall. Get Vector Länge kriege ich jetzt nicht, dann gehe ich mal hier rein. Kriege ich auch nicht aus der Velocity. Was mache ich jetzt falsch? Einfach nur Vector Length, ja, ohne Get, also einfach mal nur Vector Length eingeben und dementsprechend auf Vector Length XY, dass es eben ohne die Z-Achse ist und dann gehen wir hier rein in unsere Ground Speed. So, dann haben wir den ersten Teil abgehandelt. Wir können das Ganze jetzt auch so markieren und ein bisschen höher schieben, dass das Ganze eben auch ein bisschen Platz macht für die anderen beiden Varianten. Wenn wir hier mit der linken Maustaste doppelklicken, können wir das Ganze ein bisschen schöner formatieren. Und jetzt wollen wir das Ganze auch noch bezeichnen. Das heißt, wir markieren es, drücken die Taste C und können es auch kommentieren und sagen jetzt einfach mal Set Velocity, verschrieben Velocity, Set Velocity and Ground Speed from the movement components Velocity, genau, und machen wir es ganz ausführlich, Ground Speed, was sagen wir, is calculated from only X and Y axis, of the velocity, so moving up or down, is thus not affect. So, das ist ausführlich. Ich denke, dann weiß man auch, wie das Ganze
gemeint ist. So, dann könnte man das oben natürlich auch noch dementsprechend mit einem Kommentar versehen. Das heißt, ich gehe ein bisschen rauf, markiert ist es, dann kann ich die Taste C für Comment wieder drücken und dann sagen wir einfach mal set references to owning character when this blueprint is initialized. Das lasse ich jetzt weg, das steht ja hier unten schon. Event Blueprint Initialize Animation. So, da haben wir das. Das Schöne ist an den Comments, man kann die jetzt so anwählen, sodass man das Ganze auf einmal verschieben kann. Leider diesen Punkt hier nicht. Das ist natürlich etwas dumm an dieser Stelle. Gut, aber so in dem Fall können wir es jetzt einfach mal stehen lassen. Gut, jetzt mache ich hier wieder ein bisschen Platz, das ist immer ein bisschen Geschiebe. Und jetzt gehen wir mal auf die zweite Sequenzgeschichte ein. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal versuchen, sozusagen die Variablen, was braucht man die überhaupt, die Should Move, ich nehme die jetzt einfach mal mit rein, die habe ich hier noch gar nicht drin. Das heißt, ich mache hier noch eine Variable, die nenne ich jetzt einfach mal Should Move. Genau, da kann man das noch ein bisschen definieren, dass wenn er jetzt nicht gar so weit nach vorne gedrückt wäre, der Joystick, dass er halt erst ein bisschen später anläuft, als wenn man sagt, von der Skala von 0 bis 300, dass wenn er jetzt auf 1 ist, dass er halt einfach da steht und erst meinetwegen ab 3 oder ab 5 das Laufen anfängt. Das bauen wir jetzt hier noch mit rein, damit das ein sauberer Übergang werden kann. Gut, dann geht's los. Wie kriegen wir das her? Das heißt, wir wollen die Should Move auch setzen. Das heißt, wir gehen hier raus. Ich gehe gleich weiter hinter mit Set Should Move. Die verbinde ich hier mit der 1 der Sequence. Das heißt, der läuft jetzt erst hier rein und dann läuft er hier rein. Das könnte man natürlich jetzt hier auch weiterführen, aber dann wird es halt einfach unübersichtlicher und so ist das sauber schön untereinander gelöst, kommt aufs Gleiche raus. So, wie können wir jetzt abfragen, ob die Ground Speed irgendwie ein bisschen höher ist oder niedriger wie irgendwas? Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach wieder über den Movement-Komponenten mit Get. Dann dementsprechend sagen wir hier an dieser Stelle Get Current Acceleration müsste das sein. Genau, die kommt jetzt hier auch. Und dann, wenn die Current Acceleration, da machen wir jetzt ein Return und die werden wir jetzt einfach mal versuchen mit einem Ungleich zu bearbeiten. Das heißt mit einem not equal, genau, da kommt es auch schon. Wenn diese Geschwindigkeit ungleich, lassen wir gleich so stehen, x0, y0 und z0, das heißt, wenn die ungleich 0 ist, das ist das hier, dann dementsprechend, wenn die ungleich 0 ist und dann, was wollen wir noch machen, dann schauen wir, ob die Ground Speed, die hole ich jetzt hier auch rauf, ob die Ground Speed dann größer ist zum Beispiel, dann nehmen wir das Größerzeichen, Greater, man kann auch Greater eingeben hier oben, Greater. So, und die Ground Speed haben wir gesagt, die soll halt dann mal ein wenig größer sein als 3 oder als 4 oder als 5, dass er halt nicht sofort losrennt, sondern erst, wenn der Joystick dann entsprechend stark gedrückt ist, falls sowas gewünscht ist, weil das neue Moving-System von Unreal Engine 5.2, das erlaubt jetzt, dass man das auch mit leicht und fester und so weiter komplett in den Input-Action-Mappings da sozusagen definiert. Gut, dann gehen wir jetzt hier raus, dann sagen wir hier Ground Speed muss größer sein als 3. Er darf natürlich auch nicht stehen von der Beschleunigung her. Die Beschleunigung darf jetzt praktisch nicht 0 sein, sonst würde er ja auch nicht bewegen. Und dann müssen wir da ganz einfach mal die zwei Booleans vergleichen mit einem AND. Da brauchen wir ein AND Boolean. Das heißt, wenn das True ist und gleichzeitig das True ist, dann können wir hier ganz beruhigt Should Move setzen und dann wird hier entweder True oder False übermittelt. Genau, dann machen wir hier auch wiederum einen Comment, das heißt markieren und C. Dann dementsprechend, ich schiebe das jetzt gleich mal ein bisschen rüber, dann klicke ich hier nochmal rein, dass ich dann nochmal schreiben kann. Dann machen wir hier set should move, was machen wir denn, to true. Set should move to true if ground speed is above a small threshold, genau.
Genau, wenn es bei kleinerer Geschwindigkeit soll es halt dann dementsprechend nicht getriggert werden. Gut, dann haben wir das jetzt auch mal drin und dann geht es nur noch weiter mit dem isFalling. Das heißt, ich ziehe jetzt hier raus, dann setzen wir, man kann es auch so machen, ohne rausziehen, set isFalling. Die Variable haben wir definiert, das heißt, wir bekommen sie hier natürlich auch im Dropdown und dann dementsprechend kann ich hier auch wieder dieses Pünktchen setzen zum Formatieren und jetzt geht es darum, ist er in der Luft oder nicht und da bietet das Movement Component dementsprechend eine schöne Funktion und die nennt sich einfach isFalling und die gibt zurück, ist er in der Luft, ja, nein und die verbinden wir hier mit dem Boolean isFalling und damit ist das Ganze abgeriegelt und gesetzt. So, dann können wir das Ganze wieder markieren, ein C für Command außenrum und dann machen wir ein set isFalling from the movement component, genau, from the movement component oder Components falling state. So, da haben wir das jetzt auch noch schön sauber kommentiert. Ich denke, das ist jetzt soweit klar. Wir haben hier einen Event-Graphen, wir initialisieren uns die Instanzen-Variablen, die wir brauchen, in dem Fall den Character, das Character Movement und dann dementsprechend werden wir hier über die Vektorlänge XYZ brauchen wir ja nicht die Ground Speed bestimmen, die wir aktuell innehalten und hier wird geguckt, ob wir überhaupt losmoven sollen oder nicht, wenn wir jetzt die Ground Speed über 3 haben. Wenn wir das nicht möchten, können wir natürlich das Ganze weglassen. Das benötigt man nicht unbedingt, dann wird er halt sofort losdüsen. Und hier geht es darum, ob er noch in der Luft ist, ja, nein. Und dementsprechend setzen wir den isFalling Boolean auf True oder auf False. So, das war jetzt die Event-Graph-Geschichte. Gehen wir wieder auf Compile. Wenn du das nicht umgestellt hast auf Save und Compile on Success, dann einfach musst du dementsprechend auch noch saven. Gut, dann geht es rüber in den Animation Graph. Hier ist man jetzt in der Lage, den Character mit einer Animation zu versehen. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen rüberfahre, dann sehe ich hier Asset Browser. Und jetzt, da wir ja diesem Animation Blueprint, das Skeleton, zugeordnet haben, bekomme ich hier alle zugehörigen Animationen, die wir auch sauber importiert haben vorher. Gut, jetzt könnten wir einfach mal so eine Running-Geschichte, wir nehmen mal das Running, ich klinge es jetzt einfach mal in Result ein und wenn ich hier compile, dann sieht man auch schon, er läuft. Und zwar läuft er nur einmal, weil die Animation nicht loopt, das heißt, wir können sie hier anwählen und sagen hier oben in den Details, wenn wir ein bisschen runterfahren, dann können wir hier dementsprechend Loop Animation auf True setzen und dann compilen und dann wiederholt sie sich und loopt automatisiert von allein. So, jetzt haben wir unseren Character schon am Laufen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal sehen, wie wir den zuordnen. Wir haben jetzt ja auch nicht umsonst das Third-Person-Template sozusagen angelegt bei unserem Erstellen des Projekts. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal auf, jetzt mache ich mal ein paar Dinge zu, hier oben mache ich zu, das schließe ich mal ab, unser Animation Blueprint lasse ich auf, jetzt gehe ich hier rüber auf Content, Third Person, Blueprints und hier gibt es den BP Third Person Character, den hatten wir ganz am Anfang mal auf und jetzt müssten wir hier drin einfach mal unser Mesh umstellen, das heißt wir gehen hier aufs Character Mesh und das ist hier unten Skeleton Mesh Asset und da gehen wir jetzt mal auf unser Ninja und unser Ninja ist die sogenannte T-Pose. Wenn wir die jetzt sehen wollen, dann gehen wir auf Viewport und dann sehen wir auch schon, dass er dementsprechend hier schon zu sehen ist. Gut, hier gibt es das Animation Blueprint einzustellen, das heißt wir haben hier Animation Mode, das steht jetzt schon auf Use Animation Blueprint, man könnte es auf einzelne Animationen setzen, indem man hier auf Use Animation Asset geht, da haben wir wieder die zur Auswahl, die zugeordnet sind, dann können wir hier Jump Loop und so weiter komplett einzeln einstellen, ist aber unsinnig, wir wollen unseren Character ja sozusagen unterm Spiel animieren, das heißt wir gehen auf unser Animation Blueprint und jetzt benötigen wir natürlich unsers und unsers ist das ABP Ninja. Das ist momentan verknüpft mit der Running-Geschichte, das heißt wenn wir jetzt auf Compile gehen und Save, dann auf unsere Map wechseln und dann Play drücken, dann sehen wir auch schon, dass wir mit den Tasten W, S, A, D den Charakter steuern können, mit der Maus und so weiter, nur dass er halt jetzt ausschließlich die Running-Bewegung hat. Mit Space kann er auch schon springen
und dementsprechend haben wir ihn dann auch schon an den BP Third Person Character angedockt. Gut, mit Escape kommen wir hier wieder raus und jetzt werden wir uns weiter um unser Animation Blueprint kümmern. So, jetzt haben wir hier an dieser Stelle die Running-Animation mit integriert, das heißt, die nehmen wir jetzt erst einmal raus und dementsprechend werden wir jetzt ihm verschiedene States zuweisen, das heißt, wir machen hier rechte Maustaste, wir benötigen eine sogenannte State Machine und da sollte es eine Geschichte hier geben, State Machine und das State Machines Animation. Gut, jetzt haben wir hier eine State Machine und die nennen wir jetzt um, das können wir hier drüben schön sauber oben rechts tun, die nennen wir um in Ground Locomotion. So, das ist unsere Ground Locomotion, kann man natürlich benennen, wie man möchte und per Doppelklick können wir jetzt in diese Ground Locomotion hinein, in diese State Machine. So, da haben wir jetzt den Entry-Punkt und jetzt bietet Unreal das sehr komfortabel an, wie man das Ganze dann gestaltet oder designt oder programmiert. Das ist so eine Mischung aus allem. Das heißt, ich ziehe hier einfach mal raus, werde einen neuen State hinzufügen und den State nenne ich jetzt einfach mal Idle. Das wird mein sogenannter Idle State und wenn ich jetzt hier drauf doppelklicke, dann würde ich gerne die Idle-Animation in die Output-Animation-Pose übertragen. Das heißt, ich ziehe mir hier drüben unter Asset-Browser die Idle-Anim rein. Ich kann sie direkt hier einklinken, daneben hinlegen und verknüpfen, je nachdem, wie du das gerne möchtest. Und dementsprechend auf Compile. So, jetzt haben wir hier praktisch die Idle-Animation sozusagen integriert und dann, warum springt er jetzt zurück, ist ganz klar, wir haben ja hier in unserem Anim-Graphen nichts mit der Output-Pose verknüpft. Das heißt, wir sehen jetzt hier an dieser Stelle immer zuerst die T-Pose. Gut, dann gehen wir wieder rein in unsere Ground Locomotion. Idlen soll er immer, da brauchen wir keine Bedingungen dazu. Das heißt, idlen tut er, wenn er steht und keine Geschwindigkeit hat. Oder falls wir dann wirklich noch das Should Move mitverwenden, dann erst ab Ground Speed 3 oder größer 3, wie wir es vorher definiert haben in einem Eventgraphen. Und jetzt geht es weiter. Jetzt soll er den neuen State haben, der bedeutet jetzt in dem Fall Add State, der heißt jetzt dann Run. Oder Running, das kann man hier frei definieren, wie man es gerne hätte. So, jetzt fällt auf, dass wir hier oben wieder ein Symbol haben. Das ist eine sogenannte Transition Rule und die Transition Rule, diese Regel bestimmt, wann geht er denn von den Idle in den Run-Status über. So, und die können wir jetzt hier erstmal anklicken und hier gibt es ein sogenanntes Result und ein Can Enter Transition. Also wann kann er jetzt von der Idle zur Run und wir sagen jetzt mal ganz simpel, ungeachtet der Should Move, wenn die Ground Speed jetzt zum Beispiel größer ist als 0, dann können wir uns auch das Should Move, wir könnten hier auch größer als 3 machen, aber vorher war es ja mit der Acceleration verknüpft. Wir machen es jetzt hier erstmal simpel mit Greater Than oder größer Zeichen. So, wenn die Ground Speed größer ist als 0, dann darf er jetzt sozusagen die Transition entern und dementsprechend dann auch in die Run-Animation übergehen, die wir jetzt hier doppelklicken und aufmachen. Und jetzt kommt hier die Running-Geschichte, die ziehen wir wieder rein, verknüpfen es oder wie vorher eben direkt ins Result einklinken. So, jetzt haben wir hier unseren Anim-Graphen, wir haben die Ground Locomotion, wir haben die Entry, wir haben die Idle mit der Idle Anim verknüpft, wir haben die Run mit der Run verknüpft und dementsprechend haben wir hier eine sogenannte Idle to Run Rule, wenn die Ground Speed über 0 ist. So, jetzt wollen wir natürlich aus dem Run auch wieder raus. Das bedeutet, wir müssen jetzt den ganzen Weg auch wieder zurück. Da können wir hier vom Run rüberziehen zum Idle. Und da sagen wir, wann soll er wieder idlen. Das machen wir jetzt zum Beispiel, wenn die Ground Speed gleich 0 ist. Wir ziehen die Ground Speed raus, machen ein ist gleich oder ein equal. Und wenn die jetzt gleich 0 ist, dann wollen wir wieder zurück in unsere Idle-Geschichte. So, das wäre jetzt praktisch unsere Ground Locomotion im Anim-Graph und wenn wir die jetzt hier verknüpfen würden mit unserem Result und gehen auf Compile, weil das Ganze wird ja hier drüber auch gesteuert, da haben wir auch die Ground Speed über die Velocity, das haben wir ja vorher schon sauber definiert, dann können wir hier ganz einfach mal auf Play gehen und dann sehen wir auch, jetzt idlen wir und jetzt laufen wir
nur dass das Laufen jetzt dementsprechend mal wieder nicht loopt und auch die Idle ebenfalls nicht. Gut, dann Escape raus, gehen wir rein, gehen wir in die Ground Locomotion, in die Idle, in die Anim und dementsprechend hier bei Loop Animation ein Häkchen und das gleiche machen wir hier bei der Run. Da gehen wir auch, markieren die Running Anim und setzen ein Häkchen bei Loop Animation, dann auf Compile, Save oder Compile Only und dementsprechend wieder auf Play. Und dann sehen wir jetzt, idlen wir auch im Looping und wir laufen und wir können springen. Nur, dass wir jetzt im Sprung natürlich auch noch laufen, weil wir das Ganze ja noch nicht wirklich definiert haben. So, mit Escape geht es wieder raus und dann wechseln wir wieder in unser Animation Blueprint Ninja. Jetzt wechseln wir wieder in die Anim Graph Root und trennen mit Alt linker Maustaste diese Verbindung hier. Und damit wir hier drin jetzt nicht auch noch dann das Jump und Idle und trotzdem Jump und bei Idle und Jump bei Run abhändeln müssen, bietet uns Unreal die Möglichkeit, dass wir mehrere verschiedene State Machines sozusagen kreieren. Das heißt, wir gehen auf den Anim Graph und werden noch eine neue State Machine einführen. State Machine. Da muss ich wieder hoch, hier kommt die State Machine und diese State Machine, die nenne ich jetzt einfach mal Main States. Das sind die Main States und die kombinieren jetzt das Idle und Run parallel zum Jumping. So, dann können wir jetzt hier aus der Ground Locomotion, es ist es so, dass wir diese Geschichten, die da drin abgehandelt werden, sozusagen cachen können. Das heißt, wir machen hier eine Cached New Saved Cache Pose. Genau, die nennt sich jetzt so, die schaut ein bisschen komisch aus mit Zahlen dahinter, aber im Endeffekt nennen wir die jetzt einfach mal um in Ground Locomotion. So, die nennt sich jetzt Ground Locomotion. Und damit haben wir diese Sachen aus der State Machine in diese Pose gecached. Gut, jetzt können wir hier die Main States öffnen und verbinden diese dann wieder mit diversen States. Das heißt, wir ziehen hier raus Add State und den nennen wir jetzt erstmal On Ground. Hier drin soll dann praktisch unser Idle und Running sein und per Doppelklick holen wir uns das Idle und Running aus unserer Cache Pose, indem wir hier einfach mal Use Cached Pose. Ground Locomotion wird hier schon defaultmäßig vorgegeben, weil wir haben nur eine Cache Pose und die verlinken wir hier mit dem Result von der Output Animation Pose. Gut, dann haben wir das schon mal drin, dann sind wir hier schon mal on Ground und dementsprechend wollen wir jetzt auch springen. Das heißt, wir werden hier einen neuen State einführen, der heißt jetzt zum Beispiel mal in Air. In Air und wann sollen wir in der Luft sein? Das heißt in Air, jetzt schauen wir erstmal, was wir da reinpacken. Wir haben ja hier mehrere zur Auswahl. Wir haben den Jump Loop, das ist der, wo er bei irgendeine Waffe in der Hand hält. Vielleicht lassen wir den sogar weg. Ich probiere es jetzt mal mit dem Jumping Up, dass wir hier hochspringen. Der Jumping Up, der sollte Loop Animation False sein, sonst würde ja in der Luft immer wieder hupa, hupa, hupa springen. Das wollen wir hier ein bisschen vermeiden. Das heißt, hier bleibt einfach mal die Loop Animation defaultmäßig auf False. Und wir wollen in diesen State hinein, wenn wir sozusagen springen, die Space-Taste drücken, aber es ist unabhängig von der Space-Taste, weil wir haben ja explizit noch die Variable isFalling mit dazu genommen. Das heißt, wir haben ein CanEnter-Transition, wenn isFalling true ist. So, dann haben wir die Füße ganz leicht vom Boden gehoben, sodass wir auch in diese Animationstransition sozusagen auch hineinkommen können. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück und jetzt sind wir sozusagen in der Luft. Wie das nachher aussieht, sehen wir dann gleich. Und jetzt gehen wir von hier nochmal raus, machen einen neuen State und der nennt sich dann Land. Er nennt sich Land und dieser Land, den werde ich jetzt noch bestücken mit unserem Falling to Landing. Das sieht jetzt so aus. Der kommt jetzt dann hier rein, das ist der Falling to Land. Und von diesem Falling to Land wollen wir auch wieder zurück zu unserem Cached Locomotion, also wieder zurück zu unserem On Ground, entweder Idle oder Run.
Gut, hier haben wir unser isFalling bereits implementiert. Hier setzen wir zur Landung an, und zwar wann, wenn wir also nicht mehr fallen. Das machen wir hier mit getIsFalling not. Da kommt ein Boolean, ein not Boolean hinzu, das ist hier. Und das bedeutet, wenn er nicht mehr fällt, also wenn falling sozusagen, wenn es true ist, ist es false, und dann kommt das hier rein, also wenn isFalling das not ist, also false. Gut, dann haben wir das auch abgeriegelt, und dann kommen wir hier noch rein mit Land to Ground, und das können wir erstmal abhandeln, ganz simpel, indem wir hier eine Variable klicken. Das heißt, wir klicken hier nicht mal doppelt, wir selektieren es nur und werden hier einfach die Automatic Rule based on Sequence Player in State einfach mal selektieren, also die Checkbox mal klicken. Das ist wahrscheinlich die längste Variable im ganzen Unreal Editor, und diese Boolean macht das jetzt so, dass die Land-Animation sozusagen abgespielt werden muss. Wenn die gefinished ist, dann geht es dann über diese Transition, über diese Rule, Automatic Rule zurück zu OnGround. So, das wäre jetzt mal die Geschichte, das können wir uns mal anschauen. Wir werden natürlich noch ein bisschen nachjustieren müssen. Gut, dann kann ich hier mal auf Compile und Save, dann gehe ich wieder zurück auf mein Anim-Graph, und dementsprechend werde ich jetzt die Main State einfach mal mit meiner Output Pose verbinden. Gut, dann speichern wir das ab, Third Person, Map und auf Play. Gut, jetzt laufe ich, jetzt springe ich. Man sieht, er fängt ein bisschen später an, er springt erst hoch und dann kommt die Animation. Und die Landeanimation, die schaut schon mal gar nicht so schlecht aus, die federt da auch ab. Und wenn ich jetzt laufe, dann sieht man auch schon, dass das Landen gar nicht so schlecht aussieht, aber der Absprung sitzt noch nicht wirklich. Gut, dann werden wir den Absprung noch ein bisschen nachjustieren. Das heißt, wir gehen mit Escape raus, gehen wieder in die Main States und federn das Ganze ab. Das heißt, ich möchte hier in diese Transition ein bisschen schneller rein. Hier kommt eine Duration von 0,2 mit der Überblendung. Da habe ich eine Duration von 0,2. Da mache ich jetzt einfach mal eine 0 draus. Das ist jetzt ein bisschen ein Trial-and-Error-Verfahren, weil wir die Animation ja einfach aus Mixamo runtergeladen haben. So, dann springe ich jetzt mal hoch, damit er schneller reagiert. Das reicht mir aber noch nicht, also gehe ich wieder zurück, und dann gehe ich nochmal in Air hinein auf Jumping Up, und da suche ich mir was, wo die startet. Da habe ich hier eine Startposition der Animation bei 0, 0, und da gehe ich jetzt einfach mal auf 0.25, dass die nicht von Anfang an startet. 0.25, wenn das geht. Man sieht es nur nicht, das geht auch. Okay, dann gehe ich nochmal auf Compile und dann schaue ich mal, wie er jetzt springt. Und jetzt hüpft er schon wesentlich schneller raus. Jetzt hüpft er schneller raus. Okay, nur hinten federt er noch viel zu lange ab. Man sieht es, die Animation wird ja abgewartet, bis sie zu Ende ist. Das bedeutet, der rutscht praktisch noch in der Land-Position weiter. Das heißt, das unterbinden wir jetzt auch noch. Und wie machen wir das? Wir haben einerseits, wenn die Animation dann bis zu Ende gespielt ist, kommt darauf an, von wo hoch oben wir springen. Und jetzt können wir hier bei Unreal natürlich auch noch eine zweite Rule dazu machen. Das ist die Automatic Rule, da steht es auch, Land to OnGround. Und mein Steam-Netzwerk brauche ich jetzt nicht. Gut, und dann haben wir hier Land to Ground, eine neue Rule, und die mache ich jetzt auf. Und da gebe ich jetzt noch eine zweite mit hinzu. Und zwar möchte ich die Animation jetzt nicht allzu lang abspielen, falls er praktisch wieder auf Speed ist und den Bodenkontakt dann hat, damit das schneller rüber geht. Und das mache ich dann über Get Relevant Anim Time, und da steht jetzt hier Land. Wieso steht hier Land? Klar, weil wir ja hier sozusagen aus diesem Land State sozusagen zum OnGround State wieder wechseln. Gut, also können wir die Relevant Anim Time, egal welche Animation da drin ist in diesem Land, wenn diese Zeit von dieser Animation sozusagen dann, sagen wir mal, größer ist, größer als
0,25 meinetwegen. Das ist auch wieder so, die Werte muss man einfach mal austesten, die sind animationsabhängig, also eine Viertelsekunde sind. Und wenn wir ein bisschen Fahrt aufgenommen haben, das heißt wir machen hier, und wenn die Ground Speed auch eben entsprechend mal Ground Speed, wenn die größer ist als 0, würde ich mal vorschlagen, damit wir auch ein bisschen Fahrt haben. Und wenn diese beiden hier zutreffen, dann soll ebenfalls diese Transition aktiviert werden. Das heißt, wir brauchen hier ein Boolean AND, wir geben hier AND ein, AND Boolean, und dann können wir das hier so verbinden und die Geschichte geht dann da rein. So, dann werden wir mal kompilieren und schauen uns das Ganze an. Und jetzt laufe ich, jetzt springe ich und jetzt lande ich. Laufe ich, springe, lande und gehe auch direkt wieder ins Laufen über. Die Landeanimation sieht man so nicht, aber wenn ich jetzt so rangehe, dann sieht man auch, wie er schön sauber abfedert. Das ist natürlich alles Geschmackssache, aber wie gesagt, dieses Tutorial bezieht sich ja eigentlich auf die Food Inverse Kinematics und nicht auf die Animationsgeschichten. Aber ich denke, man kann sich jetzt schon vorstellen, wie man sich da sozusagen ranschleicht, dass es fließende, schöne Übergänge sind. Der Sprung ist natürlich jetzt nicht der ja, ich denke, es ist einfach ausreichend schon mal. Das ist natürlich jetzt nicht perfekt designt für unseren Ninja, aber ich denke, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Du kannst natürlich dann noch mit den einzelnen Variablen spielen, mit den Übergängen. Das ist jetzt hier bei 0,1 und hier fangen wir ein bisschen später an, bei 0,5 haben wir gesagt, das war dann hier drin. Das sind so die Parameter, an denen man ein bisschen schrauben kann und soll. Gut, das war es jetzt einfach mal bis da und dementsprechend haben wir jetzt schon mal die Ground Locomotion, wir haben sie gecached, wir benutzen sie in der Main State mit OnGround, damit wir nicht in der Geschichte von unserer Ground Locomotion, da müssten wir ja hier sozusagen dann Idle Run, müssten wir aus beiden raus in den Jump, das wäre ein bisschen komplexer zu verknüpfen mit den einzelnen States und Unreal, wie gesagt, bietet uns eine sehr bequeme Möglichkeit, diese Ground Locomotion zu cachen und dementsprechend schießen wir die einfach wieder in die Main States rein und somit ist das Ganze wieder kompakt. Gut, dann gehen wir jetzt auf Compile und Save und als nächstes werden wir uns dann gleich mal um unser Control Rig kümmern. Das heißt, wir gehen zurück auf unsere Third-Person-Map oder du hast das vielleicht anders gespeichert schon, den Level, und dementsprechend werden wir hier nochmal rausgehen auf Content und wir haben hier unseren Mixamo-Ordner und da drin gibt es die Blueprints und die Animations. Hier haben wir unser Animation Blueprint Ninja mit drin und jetzt werden wir einfach noch einen Ordner machen, der nennt sich Rigs. Rechte Maustaste, New Folder, der Folder heißt Rigs und dementsprechend werden wir den Folder auch öffnen und jetzt legen wir einfach mal ein neues Control Rig an und das machen wir über rechte Maustaste, Animation, Control Rig und das Ganze nenne ich jetzt einfach mal cr-ninja, Control Rig Ninja. So, damit wäre das auch schon erstellt und per Doppelklick können wir es öffnen und jetzt klinke ich es auch gleich mal hier oben ein, damit es nicht drüber liegt und jetzt sehen wir auch, wir haben hier nichts drin, das ist aber jetzt kein Problem. Wir gehen jetzt einfach mal auf Rig und sagen Import Hierarchy und gehen hier drüben auf Mesh und ich benutze ja hier das T-Pose, du wählst das aus, das du benutzt und dementsprechend mit OK können wir uns dann das Ganze reinladen. So, jetzt dauert es ganz kurz und dann sollte es dann eigentlich auch schon drin sein. So, wir sehen jetzt hier im Rig, also hier können wir Rig anselektieren, diesen Tab, dass wir hier unten auch unsere VB, IK, Food Root, Food L und Food R zur Verfügung haben. Gut, das ist der Grund, ja, warum wir dieses Tutorial machen, damit wir diesen Mixamo-Geschichten eben eine IK-Geschichte dazu machen können und ebenso die Root, die ja standardmäßig nicht enthalten ist. So, was brauchen wir jetzt als erstes? Was müssen wir tun? Wir haben hier einen Forward Solve und jetzt nicht irritieren lassen. Wir müssen jetzt einfach mal einen Foot Trace starten. Das heißt, wenn der eine Fuß auf irgendwas draufsteht und der andere würde dann in der Luft hängen, dass wir dann ausrechnen, wie viel Abstand ist von dem Fuß bis zum Boden. Das heißt, wenn der den Boden berührt, dann kommt die Inverskinematik praktisch zum Vorschein. Dann wird dieser Fuß sozusagen angewinkelt nach oben.
damit das Ganze wieder schön ausbalanciert und elegant dasteht. Das ist der ganze Hintergrund davon. Das heißt, wir wechseln jetzt auf My Blueprint, das ist hier, und dann werden wir einfach mal eine Funktion dazu schreiben. Das heißt, wir machen bei Functions ein Add und die Function nennen wir jetzt einfach mal FoodTrace. FoodTrace. Und hier haben wir dann alles übereinander liegen, ich zumindest. Gut, das ist meine Funktion FoodTrace, die werde ich jetzt ein bisschen auseinanderklamüsern und diese Geschichten trenne ich jetzt hier mal auf. Ich gehe sicherheitshalber auch öfter mal auf Compile. Und was wir jetzt machen müssen, wir müssen hier diesen Entry-Punkt ein wenig erweitern. Das heißt, wir selektieren den an. Wenn du es hier nicht gescheit lesen kannst, ziehst du es ein bisschen größer. Man kann jetzt hier drin auch noch ein bisschen das Ganze rüber tun. Und wir haben jetzt hier bei den Inputs, da werden wir noch einen dazu machen. Bei den Inputs brauchen wir noch ein sogenanntes Rig-Element. Rig-Element Key. Also der Variabeltyp ist Rig-Element-Key. Der Name ist momentan Argument und dieses Argument, das werde ich jetzt einfach mal ändern in IK-Foodbone. So, da kommt jetzt unser IK-Foodbone rein vom Typ Rig-Element-Key und raus wollen wir wieder über einen Vektor. Das heißt, wir tracen ja nach unten. Wir machen einen sogenannten Sphere Trace jetzt dann gleich. Das heißt, wir messen da den Abstand von dem Fuß da unten. Wenn der jetzt da oben wäre in der Luft, dann wäre hier praktisch der Boden. Und diesen Abstand messen wir und dieser Abstand wird gemessen in einem Vektor. Das heißt, der Rückgabewert wird ein Vektor sein. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Output Pin, gehen hier auf Plus, dann selektieren wir uns einen Vektor und den können wir jetzt nennen zum Beispiel Hitpoint. Das wird unser Hitpoint, unser Return Value Vector. Gut, so, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Das Schöne ist, wir können ja dann hier unseren IK Foodbone übergeben. Und dann gehen wir hier raus, dann schauen wir uns mal die Transform von denen an. Get Transform vom Bone brauchen wir. Transform, und da steht es auch schon, Get Transform Bone. Item brauchen wir nicht mehr anzugeben, weil wir übergeben den jetzt dann gleich. Und jetzt haben wir hier den Transform vom Bone mit der kompletten Transform-Geschichte. Hier können wir das aufklappen und dann klappen wir die Translation ebenfalls auf. Momentan interessiert uns nicht die gesamte Transform und auch nicht die Rotation, sondern geht nur um die Translation und wie schon erwähnt, wie weit ist der Boden von meinem Fuß weg. Also interessieren wir uns nur für die Z-Achse. Gut, wie können wir das machen? Wir haben jetzt da nur die Z-Achse und wir wollen einen Sphere Trace machen. Den können wir hier auch schon mal anlegen. Das ist ein sogenannter Sphere Trace. Sphere Trace by Channel, da kommt er auch schon und der setzt jetzt einfach mal voraus, dass wir einen Start und einen Endpunkt haben. Gut, jetzt müssen wir überlegen, was tun wir. Das heißt praktisch, wenn uns nur die Z-Achse interessiert, dann wird die X-Achse sozusagen egal sein. Und die Y eigentlich auch. Und die Z müssen wir so manipulieren, dass wir sagen, wir starten den Trace etwas höher von diesem Punkt und tracen etwas weiter nach unten. So, dann fangen wir jetzt hier einfach mal an. Das heißt, wir werden jetzt dazu addieren an der Z-Stelle. Das heißt, wir können hier ganz simpel arbeiten mit einem Add Z. Und das brauchen wir eigentlich im Vektorformat. Schaue ich mal, ob ich das so kriege. Rechte Maustaste, Add Vektor. So bekomme ich es nicht. Das ist schon mal sehr schön. Dann gehe ich hier mal raus. Dann gehe ich mal bei Z raus und sage Add. Und dann kriege ich Array Add und hier ein normales Add. Das reicht mir auch nicht. Das heißt, ich gehe hier bei Translation raus. Versuchen wir es so rüber. Add. Genau, wir ziehen hier bei dem Vektor Translation raus, damit wir es dann auch bekommen. Anders komme ich jetzt nicht drauf, dann drücke ich die Alt-Taste, trenne die Verbindung hier wieder und splitte das Ganze einfach mal sauber auf. So, dann habe ich das auch wieder in XYZ übersetzt, meinen Vektor. Und dann kann ich einfach sagen, x bleibt gleich und y würde auch gleich bleiben, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt genau hier, wo der Fußknochen ist, ansetzen, sondern ich möchte ein Stückchen weiter nach vorne gehen zur Zehenspitze rüber. Und das ist natürlich auch wieder so ein Trial-and-Error-Verfahren. Das muss man dann einfach mal schauen, wie das aussieht und ob man das noch ein bisschen weniger oder mehr rutscht. Also ich gehe jetzt einfach mal hier
sozusagen von diesem Foot IK ein Stückchen nach vorne, damit ich dann hier ungefähr den Trace ansetze, damit das Ganze nicht nur von hinten gesteuert wird, sondern eher von der Mitte des Fußes. Gut, dann können wir hier an der Stelle das mal probieren. Das heißt, wir gehen mit dem Y raus und sagen hier ganz simpel nur Add. Dann kriegen wir ein Float Add und da werde ich jetzt einfach mal 5 dazu addieren und das Ganze geht dann wieder zurück in mein Y, das ja eigentlich gleich bleiben soll, nur in dem Fall halt plus 5. So, das lege ich jetzt mal da hoch, dann sieht man es auch ganz gut. Und jetzt benötige ich noch die Z-Geschichte, deswegen haben wir auch die Add-Funktion hier eingeführt, das heißt, das Z geht ebenfalls hier rein, nur mit dem Unterschied, x bleibt 0, y bleibt 0 und bei Z gehen wir einfach sicherheitshalber einfach mal 50 nach oben, sodass wir das Ganze dann praktisch von hier und hier nach unten scannen und jetzt geht es darum, wie weit scannen wir nach unten, das heißt, wir brauchen kein Add, wir brauchen ein Subtract und das können wir auch wieder hier vom Vektor rausziehen, damit wir gleich das Vektorformat haben. Dann geben wir ein Subtract und jetzt trennen wir uns wieder von der gelben Verbindung mit der Alt-Taste, linke Maustaste. Hier können wir das Ganze wieder aufklappen, sodass wir die Float Values x, y, z zur Verfügung haben. Hier ziehe ich das mal ein bisschen rüber, damit wir mehr sehen. Und dementsprechend, was subtrahieren wir jetzt von der ganzen Geschichte? Da geht es natürlich auch nur um den Z-Bereich. Wie gesagt, wir wollen ja hier ein Stück nach vorne, ein bisschen nach oben und dann weiter nach unten sozusagen unseren Sphere Trace bei Channel veranstalten. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder rein, die X bleibt gleich. Die Y, da nehmen wir natürlich auch die plus 5 Geschichte, wie gesagt im Default Entwicklungsmodus 5 und die geht dann in die Y und die Z verbinden wir mit der Z und dementsprechend müssen wir das Ganze natürlich dann für den Trace, wir subtrahieren an der Stelle bei X 0, bei Y würden wir 0 und bei Z würden wir jetzt mal 100 eingeben. Das heißt, wir gehen ja jetzt von dem Fuß 5 vor, 50 hoch und dann gehen wir von dem Fuß noch 100 runter. Das heißt, wir scannen von minus 50 bis plus 100 im Z-Bereich. Gut, dann dementsprechend müssen wir die anderen Werte auch weitergeben. An der Stelle, wo wir sind. Das heißt, hier oben haben wir es drin, genau, hier unten haben wir dann praktisch 0, 0 und 100. Gut. Das müsste soweit klar sein und jetzt das Result, das eine ist unser Startpunkt, 5 vor und 50 hoch und unser Endpunkt ist 5 vor und 100 runter. Das ist unser Endpunkt. Gut, an dieser Stelle haben wir dann auch unsere Hit-Location, die wir dann sozusagen hier mit unserem Hitpoint-Vektor, Output-Hitpoint-Vektor verbinden und die beiden müssen natürlich auch noch verbunden werden, dass diese Funktion auch sauber durchlaufen werden kann. So, ich denke, das ist soweit mal klar und dann gehen wir mal auf Compile und Save und wechseln rüber in unseren Forward Solve. So, der Forward Solve ist der Event for Driving the Skeleton Hierarchy with Variables and Rig Elements. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Gut, wie fangen wir an? Wir haben ja schon in unserem Animation Blueprint im Event Graph kennengelernt, dass wir über Sequenz arbeiten können, damit wir nicht einfach unendlich lang nach rechts raus müssen und das Ganze so unübersichtlich ist. Und hier werden wir uns wieder einer Sequenz bedienen. Das heißt, wir ziehen raus, machen eine Sequenz. Die hat automatisch schon mal 3 Pins. Kann sein, dass wir jetzt hier auch 4 benötigen. Und jetzt geht es darum, wir haben ja gerade unsere FootTrace-Funktion angelegt und jetzt wollen wir diese natürlich auch gleich mal verwenden. Und dazu führen wir ein paar Variablen ein. Das heißt, wir gehen hier links auf Variables plus und die erste nenne ich jetzt mal should do IK Trace, das bedeutet, wir machen einen Boolean, Typ Boolean, der besagt, ob wir überhaupt diese Inverse Kinematics tracen wollen. Ja, nein, das heißt, wenn er läuft, wollen wir das wahrscheinlich nicht, aber wenn wir zum Beispiel mit der Ground Speed auf 0 gehen, dann werden wir den Bedarf haben, dass er das eine Beinchen hebt und das andere oben lässt und
plus oder je nach Situation. Gut, das führen wir jetzt mal ein, dann brauchen wir noch eine Variable. Wir müssen nämlich auch den Trace, den wir ja hier hinten als Vektor, als Hit Location oder Hit Point wieder zurück übergeben, dass wir die Geschichte auch speichern können. Und dazu brauchen wir noch eine Variable, die nennen wir jetzt einfach mal Z-Offset. Z-Offset unterstrich nenne ich es L-Target, Z-Offset L-Target, und die wird sein vom Typ Float. Wir wissen, ein Vektor besteht aus 3 Floats, x, y und z, und dementsprechend benötigen wir ja nur die Z-Achse, um diesen Abstand nach unten zu unserem Boden zu messen. Gut, dann brauchen wir eine weitere Variable. Man sieht auch schon, die bleibt immer vom vorherigen Typ. Das ist sehr praktisch in dem Fall. Und dann nennen wir das Ganze Z-Offset-R-Target. So, das wird meine Z-Offset-R-Target. Da habe ich mich jetzt noch verschrieben. Z-Offset-R-Target. Und jetzt werden wir auch sogleich mal die Geschichte hier in der Sequenz in der Pin A aufbauen. Das heißt, wir gehen hier raus. Wir beginnen mit einem Branch. Und dieser Branch fragt ab, ob wir überhaupt tracen sollen, ja, nein. Das heißt, wir klinken hier unsere Geschichte gleich ein. Dann kann ich hier mal einen Doppelklick drauf machen und dementsprechend dann das Ganze auch ein bisschen höher ziehen, so dass es ein bisschen sauberer dasteht. Und jetzt, wenn praktisch das Get Should Do IKeyTrace gleich True ist, dann gehen wir raus, wir rufen unsere Funktion auf, die heißt FoodTrace. FoodTrace, und in unserer FoodTrace-Funktion können wir hier den IK Foodbone aufklappen, und unter Name suchen wir uns den IK raus. Wir geben einfach mal IK ein und dann nehmen wir mal den IK Food L. So, dann bekommen wir zurück einen sogenannten Hitpoint, den haben wir ja hier in der FoodTrace definiert. Wir geben hier einen Vektor raus, der Hitpoint über die Hit-Location, und dementsprechend benötigen wir ja nur die Z-Float, und deswegen setzen wir hier mal unseren Z-Offset-L-Target. Den können wir hier gleich verknüpfen, und den werden wir hier verknüpfen mit unserer Z-Geschichte, sodass wir den zwischengespeichert haben in dieser Variable. Das gleiche machen wir jetzt mit dem rechten Fuß. Das bedeutet, wir ziehen hier raus, machen wieder einen FoodTrace, und zwar diesmal über den Bone mit dem Namen IK Food R. So, da haben wir den auch drin, und dementsprechend auch das Z-Offset-R-Target wird dann auch gesetzt. Z-Offset-R-Target verbunden mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Z-Value aus dem Hitpoint. So, damit wäre das Ganze jetzt schon mal erledigt, und jetzt müssten wir sicherheitshalber noch abriegeln, wenn kein Get Should Do IKTrace gefordert ist, also wenn das Ganze false wäre, dann sollten wir diese zwei Variablen wieder zurück auf 0 setzen. Das bedeutet, wir nehmen uns den Z-Offset-L nochmal im Set raus und den Z-Offset-R-Target auch nochmal im Set raus, und dementsprechend verbinden wir die beiden hier, und die Value, die hier gesetzt wird, ist 0 und 0 als Default, und wenn wir hier false sind mit dem Boolean Should Do IKTrace, dann werden wir das Ganze hier einfach wieder zurücksetzen auf 0. So, damit steht das schon mal schön sauber da, und dann könnten wir das auch kommentieren. Das heißt, wir markieren es uns, machen ein C auf dem Keyboard, und dementsprechend machen wir hier einen Sphere-Trace. Sphere-Trace, zum Beispiel Sphere-Trace from Feet to Ground. So, das ist mein Sphere-Trace from Feet to Ground, und jetzt kann ich hier das Ganze ein bisschen rüberrutschen, dass ich auch mit B schön sauber weitermachen kann, zwischenzeitlich auch mal wieder kompilieren und speichern, und als nächstes müssen wir dann praktisch sehr sanft einfach zwischen diesen Offset-Targets sozusagen interpolaten, und das Ganze machen wir jetzt einfach so mit einem sogenannten Alpha-Interpolate, und zwar holen wir uns den Z-Offset-L einfach mal raus mit Get, und diesen interpolieren wir jetzt mal mit einem Alpha Interpolate. Da ist er auch schon.
Das sieht jetzt dementsprechend mal so aus. Das ist mein Alpha Interpolate und der sollte dann praktisch wiederum in einer Variable enden. Das heißt, wir werden uns wieder zwei Variablen anlegen. Das heißt, wir machen hier ein Plus und die eine nennen wir jetzt einfach mal Z-Offset unterstrich L und die nächste heißt Z-Offset unterstrich R. So, das ist das, was aus unserem Food Trace rauskommt. Das interpolaten wir im Alpha praktisch mit einer Geschichte von dem, weil wir lassen hier mal alles gleich. Das Einzige, was wir hier ändern, ist die Interpolation Speed. Die werden wir hier auf 15 erhöhen. Gut, und das Result, das kommt hier praktisch in den Set mit hinein. Das ist der Set, Z-Offset L und das können wir dann hiermit sozusagen verbinden und die B geht dann dementsprechend hier hinein. Gut, dann haben wir die schon mal gesetzt und jetzt benötigen wir eigentlich ja nur noch die andere Geschichte hier fürs rechte Bein. Das heißt, wir können uns das hier gleich mal kopieren, dann sparen wir uns sozusagen, dass wir da unten die 10 auf die 15 erhöhen. Das heißt, wir markieren es, Steuerung D. Dann habe ich das Ganze schon mal hier. Dann kommt der Z-Offset R-Target, den hole ich mir mit Get und den werde ich dann praktisch hier mit verknüpfen. Und dann benötige ich noch die Z-Offset R mit Z und die bekommt sozusagen die Value aus dem Result und dann können wir das Ganze hier so sauber schon mal vorverbinden. Gut, jetzt müssen wir noch den Pelvis ausgleichen. Wie können wir das jetzt uns mal anschauen? Wir haben ja hier unseren Character und hier wäre der Root und hier wären die Hips. Bei uns ist der Pelvis, nennt sich hier bei unserem Mixamo Character Hips. Das ist sozusagen unsere Hüfte. Standardmäßig beim Unreal Mannequin heißt es Pelvis. Bei uns ist es definitiv die Hips. Und die werden wir jetzt noch ausgleichen. Das heißt, in dem Moment natürlich, wo der eine Fuß angewinkelt ist und der andere geht weiter zum Boden runter, muss natürlich die Hüfte auch dementsprechend nach unten gefahren werden. Sonst würde das Ganze ja gar nicht funktionieren. Das heißt, die Hüfte drückt sich nach unten, das eine Bein winkelt sich ab und das andere kann dann praktisch den tiefer liegenden Boden abstützen. Und dementsprechend, wie können wir das machen? Das heißt, auf jeden Fall werden wir wieder wechseln auf unser MyBlueprint. Wir werden eine neue Variable einführen, die nennt sich jetzt einfach mal Z-Offset, nennen wir es unterstrich Hips. In unserem Fall, das ist der Z-Offset Hips, der ist ebenfalls vom Typ Float und man kann sich denken, der muss natürlich auch wieder umgesetzt werden. Das heißt, wir können das hier schon mal ganz bedenkenlos mal miteinander verknüpfen und jetzt geht es darum, wie rechnen wir das aus und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der tiefste Fuß-Offset praktisch sozusagen ausgerechnet werden muss, damit das hier keine Überstreckung gibt, so kann man es vielleicht formulieren. Also im Endeffekt, glaube ich, wird es gleich klar sein, wenn ich das Ganze da mal hinbringe. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal ein Get Offset L und dann machen wir ein Get Offset R. So, und jetzt schauen wir mal nach, was ist kleiner. Das heißt, ich kann hier ganz einfach rausgehen aus der Value. Unreal bietet schon mal eine schöne vordefinierte Funktion, die heißt einfach less. Das heißt, wenn das kleiner das ist, dann kommt hier True raus und ansonsten kommt hier False raus. Und dementsprechend können wir natürlich dann das Ganze abfangen mit einer if-Funktion. Die kriegen wir hier über if. Und so, wie machen wir jetzt weiter? Das ist jetzt eigentlich auch ganz einfach. Wir können uns wieder die Z-Offset L holen und dann wieder die Z-Offset R. Die holen wir uns auch wieder hier rein. Und jetzt geht's los. Wenn L kleiner R ist, dann ist es True. Dann wollen wir ja die kleinste nehmen. Das heißt, wir gehen hier rein. Wenn es True ist, True, dann bitte diesen Wert verwenden. Und wenn das False ist, also wenn das L sozusagen größer ist als das R, dann kommt hier False raus. Dann wollen wir das kleinere nehmen. Das ist in unserem Fall unser Z-Offset R. So, dann haben wir das. Dann ist das schon mal vordefiniert und das ganze Result, das kommt jetzt hier hinten in die Z-Offset Hips hinein.
Genau, dann können wir das Ganze hier mal markieren. Wir können auch kommentieren, damit wir noch ein bisschen mehr drüber wissen. Und dann machen wir hier mal use the lowest food offset. So, gut, damit wäre das jetzt auch schon mal kommentiert und würde ich sagen, machen wir das auch noch. Wir markieren, machen einen Comment drüber und das nennen wir jetzt einfach mal Interpolate, nennen wir es mal smoothly toward offset targets. So, gut, dass das nicht so ruckelt, machen wir einen smoothly interpolate. So, das Ganze raus. Jetzt muss ich das ein bisschen nachschieben, weil ich da ein bisschen schlampig noch gearbeitet habe. Aber ich denke, soweit ist es jetzt auch schon mal klar. Gut, dann können wir das Ganze etwas wieder runter verschieben. Und dementsprechend brauchen wir dann noch, jetzt mache ich hier mal wieder noch so einen Punkt mit hin, dass ich das Ganze noch ein bisschen hochbringe. Und dementsprechend werden wir hier noch eine Pin dazu addieren, die werden wir jetzt gleich noch benötigen. Jetzt gehen wir hier raus und wir bedienen uns jetzt einem Modify Transform und diese Geschichte wird praktisch den Fuß dazu bewegen, dass diese Interpolated Offset praktisch diesen Fuß auch rauf und runter fahren. Gut, das heißt, wir haben hier ein Modified Transform und dementsprechend, was werden wir jetzt hier tun? Wir müssen jetzt ein Item to Modify hinzufügen, das heißt hier unter dem Array Element 0 klicken wir hier auf und wir haben jetzt hier einen Typ Bone und da werden wir uns zuerst mal um den linken kümmern, das heißt wir klappen auf, machen ein IK Food L, das ist mein IK Food L und dementsprechend, wo möchte ich das jetzt transformieren? Das heißt, ich klappe hier auf, dann habe ich wieder die Rotation, die interessiert mich nicht, die Scale auch nicht, aber bei der Translation, da finde ich jetzt auch die Z-Achse. Und dazu nehme ich jetzt den Z-Offset L und den werde ich jetzt hiermit einfach mal verknüpfen. Gut, wichtig ist jetzt dabei, nur noch den Mode umzustellen. Wir machen kein Additive Local, sondern wir bewegen uns ja in der Global Space. Das heißt, wir machen ein Additive Global draus. Gut, damit wäre das Ganze schon mal erledigt und das gleiche machen wir jetzt auch für den Z-Offset R, also für den IK Food R. Das heißt, ich kopiere mir das jetzt, markieren, Steuerung D, dann muss ich die ganzen Optionen nicht nochmal neu eingeben, dann kann ich das schon mal miteinander verbinden und dann ziehe ich mir den Z-Offset R raus und werde den hier mit der Z-Geschichte im Translation sozusagen verbinden. Gut, das gleiche, das bewege ich jetzt noch bei unseren Hips, das heißt, ich mache hier wieder markieren, Steuerung D, ziehe das Ganze raus, dann werde ich die Geschichte hier rübernehmen. Natürlich müssen wir im mittleren jetzt auch noch umstellen, weil wir haben es ja auch kopiert. Wir müssen hier auf den rechten Fuß gehen, das ist der Foot R, genau, da haben wir den jetzt auch drin, das heißt einmal links, einmal rechts und hier müssen wir natürlich jetzt ausgehen, eben nicht von unserem IK, weil wir haben ja von unserer Hips alias Pelvis haben wir ja natürlich kein IK, das heißt wir gehen hier direkt beim Bone auf die Hips. So, das sind jetzt hier mal die Hips und da werden die schon angewählt und dementsprechend Additive Global haben wir automatisch aus der Kopie mit rübergezogen und dann kommt hier der Z-Bereich mit hinein für die Hips und dann steht das Ganze auch schon sauber da. So, also nochmal, wir haben hier einfach Additive Global angewählt, wir setzen das rein, wir haben hier Bone für Foot links IK, Foot rechts IK mit Z-Offset R, hier auch Additive Global, ganz wichtig, und hier haben wir die Hips mit Additive Global und dem Z-Offset Hips. Okay, dann können wir das Ganze praktisch ja auch schon mit einem Kommentar versehen, das heißt, wir machen hier einen Comment rein. Kann ich das Ganze natürlich hier ein bisschen schöner rüberziehen und dementsprechend werde ich das auch kommentieren mit add the interpolated offsets to the IK Food Bones, würde ich es mal nennen, und this will move them
up and down. Gut, dann haben wir das jetzt auch drin. Dann kann ich das hier noch ein bisschen größer ziehen, dass es auch schön sauber reinpasst. Und dementsprechend benötigen wir jetzt noch eine 4. Pin, dass das Ganze noch auf den ganzen Körper übertragen wird. Das heißt, wir machen hier ein Plus mit Add Pin und ziehen dann bei der Pin D wieder raus. Und hier bedienen wir uns einer sogenannten Full Body IK. Full Body IK. Und dementsprechend ziehe ich das Ganze ein bisschen rüber wieder. Ich versuche es mal ein bisschen besser. Ja, ziehen wir es ein bisschen in die Länge, das ist ja alles halb so wild. Und jetzt haben wir hier eine Full Body IK und die wird jetzt beeinflussen unsere Hips. Da werden wir als Root die Hips nennen. Und jetzt haben wir hier natürlich diverse andere Optionen, die wir hier einstellen können. Das heißt, wir brauchen jetzt sozusagen Effectors, die das Ganze sozusagen auch beeinflussen. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf Plus. Insgesamt benötige ich 2, das heißt, ich gehe gleich nochmal auf Plus. Array Element 0 und Array Element 1 werden dann auch schon aufgeklappt. Und jetzt brauchen wir nur noch den Transform unserer IK-Nodes. Und das heißt dann Get Transform und zwar vom Bone. Und dann nehmen wir den Bone, unseren IK Food L, und dieser hier muss jetzt in diese Transform von unserem Effektor Array Element 0 und dementsprechend beeinflussen wir jetzt hier den Fuß selber, den Fußknochen selbst, also unseren Left Foot. Das ist entscheidend. Hier kommt der IK rein und hier drüben der Left Foot, oben in der Root sind die Hips. Gut, das gleiche brauchen wir jetzt nochmal. Wichtig ist natürlich Global Space, das haben wir hier auch schon. Und jetzt kann ich mir das Ganze auch kopieren, markieren, Steuerung D. Und dann schalte ich hier mal um auf IK Foot rechts. Und dementsprechend verknüpfe ich das Ganze hier auch und beeinflussen tue ich meinen Foot unterstrich Foot R, nein, Right Foot. Gut, also IK Foot L, Left Foot, IK Foot R, Right Foot. Gut, dann müsste das Ganze erstmal erledigt sein. Was wir jetzt noch beachten müssen, das werden wir gleich feststellen. Das heißt, wir werden das Ganze einfach auch mal ausprobieren. Wir gehen mal rüber in unser Animation Blueprint Ninja auf unseren Animation Graph und der würde ja die Main States jetzt schon mal mit rüber schicken in die Output Pose und da werden wir jetzt einfach mal das Control Rig dazwischen schalten, wie das überhaupt aussieht. Das heißt, wir ziehen hier raus, gehen hier mal auf Control Rig. Hier unten kommt schon unter MISC. Jetzt haben wir hier Control Rig und diesem Control Rig geben wir jetzt eine Source. Das heißt, wir markieren es. Dann müssen wir hier ein bisschen runter scrollen und hier können wir dann unser Control Rig auswählen. Und wir benutzen ja unser CR Ninja. Das haben wir hier an dieser Stelle. Das heißt, wir selektieren das an und dementsprechend können wir dann auch auf das Ninja Control Rig zugreifen. So, jetzt schauen wir mal, was unser Character macht. Aktuell macht er gar nichts. Das ist schon mal sehr gut, weil wir einfach noch gar nicht wissen, ob wir Should Do IK Trace dann dementsprechend auch anhaben. Das heißt, das müssen wir natürlich noch definieren. Und dann gehen wir wieder zurück auf unser Animation Blueprint. Wie können wir das Ganze jetzt noch definieren? Wann ist unser IK Trace definitiv aktiv? Eigentlich müsste es ja gleich durchgehen. Das bedeutet, wir probieren jetzt einfach mal das von vornherein aktiv zu schalten, indem wir hier mal sagen True, compilen und spielen das nochmal ab. Und das sieht man auch schon, er würde was tun, nur dass er uns jetzt den Oberkörper in diese Richtung dreht. So, das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg. Sieht aber noch ein bisschen unsinnig aus, als würde er ein bisschen um die Ecke schauen. Gut, dann gehen wir hier wieder raus, gehen in unser Control Rig und diesen Should Do IK Trace, den ich hier jetzt schon mal auf True gesetzt habe, setze ich jetzt wieder auf False.
So, den möchte ich jetzt gerne drüben im Animation Blueprint verwenden können. Das heißt, ich setze hier die Variable auf Public, dann kompiliere ich das, also hier das Auge auf an und dadurch bin ich in der Lage, dass ich diese Variable hier drüben auch verwenden kann. Das heißt, ich gehe hier rüber auf meinen Ninja und dann sieht man hier, dass diese Pin hier auch schon angeboten wird, Output und Input. Das heißt, wenn ich hier einfach ein Häkchen setze, es muss bei beiden Input, Output sozusagen aktiv sein, also dieses Häkchen in der Checkbox Boolean True setzen, dann erscheint hier Should Do IK Trace und dieses Should Do IK Trace, compile ich sicherheitshalber, mache ich abhängig davon, ob ich falle oder nicht. Das heißt, get is falling. Wenn ich nicht falle, soll er definitiv das Ganze auch aktivieren. Das heißt, wir machen hier ein Not Boolean und das geht dann hier rein, sodass wir es dann auch nicht mehr nötig haben, das hier sozusagen auf True zu setzen. So, dann müssten wir jetzt wieder den gleichen Effekt haben, dass wir uns da wieder so ein bisschen rüberknicken. Und das können wir natürlich auch ausgleichen, indem wir hier in der 4. Pin sozusagen unser Full Body IK, da müssen wir nochmal auf die Settings und hier gibt es einen Root Behavior Pre-Pull und den werden wir jetzt mal umstellen auf Pin to Input. Also Settings aufklappen, Root Behavior Pin to Input, das müsste das Rätsels Lösung sein. Jetzt gehen wir hier wieder auf Play und jetzt sehen wir auch, dass er das auch sauber abhandelt. Jetzt hier ist die Geschichte mit unserem Trace, das heißt, er geht natürlich jetzt da wahnsinnig hoch rauf. Das ist natürlich auch ein bisschen unsinnig, das heißt, wir gehen nochmal in unsere Funktion FoodTrace. Wir gehen hier einfach zu weit runter, da nehme ich jetzt einfach mal nur 50, dass es nicht gar so weit geht und bei dem Sphere Trace, bei dem Radius, da gehe ich jetzt auch runter von 5 auf 3. Dann versuche ich das Ganze nochmal und dann haben wir hier, man sieht schon, jetzt tut er den Fuß nämlich nicht mehr runter, hier tut er noch runter, jetzt gehe ich weiter und jetzt irgendwann mag er nicht mehr, weil sonst wird es ja auch wie vorher so ein bisschen unsinnig ausschauen. So, das ist jetzt die Geschichte mit dem FoodTrace, funktioniert ja auch schon perfekt. Gut, jetzt machen wir noch einen letzten Test hier. Sehr schön. Gut, per Escape kommen wir wieder raus. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen weiterspielen. Wir haben ja aktuell in unserem Animation Blueprint lediglich drin, dass wir hier die is falling not haben. Aber ich möchte ja eigentlich diesen FoodTrace nur ausführen, wenn er jetzt sozusagen steht, also wenn die Groundspeed gleich 0 ist. Und das können wir natürlich auch machen. Das heißt, wir trennen uns jetzt hier mal die Main States vom Control Rig und erlauben uns die Main State auch in eine Cache Pose umzuwandeln. Das heißt, wir gehen hier raus in eine New Saved Cache Post und die nennen wir jetzt Main States. Main States. Da haben wir praktisch das da gecached und da drin das verwendet und jetzt cachen wir wieder an dieser Stelle. Und hier bei dem Control Rig, bei der Source, da brauchen wir die Use Cached Pose, in diesem Fall aber unsere Main States. So, dann gehen wir mit der hier rein. Wenn wir jetzt not falling sind, dann soll er den IK Trace machen, aber auch nur dann, wenn wir eine Ground Speed haben, die sozusagen 0 ist. Und das können wir machen mit einer Blend Poses by Pool. Das führen wir jetzt hier ein. Blend Poses. Schreiben wir es aus bei Bool. Hier unten ist es. Blend Poses by Bool. Und was wollen wir denn jetzt tun? Wir wollen es jetzt sozusagen nur true lassen, wenn die Ground Speed gleich 0 ist. Das heißt, wir können uns hier der Variable Ground Speed bedienen. Get Ground Speed. Und hier machen wir ein equal 0, dann soll er das true setzen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir auf false überhaupt nichts blenden und das können wir ganz simpel erledigen, indem wir hier einfach die Use Cached Pose sozusagen duplizieren oder eben mit rechter Maustaste neu reinholen und
die gehen wir hier in die False rein und das bedeutet, hier wird das Control-Rig ignoriert an dieser Stelle. So, jetzt können wir auf Compile und Save und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann würden wir jetzt hier unterm Laufen das nicht machen. Nur wenn wir jetzt die Ground Speed auf 0 setzen, dann wird das Ganze hier sozusagen auch angeglichen. Gut, das ist die ganze Geschichte, das heißt unterm Rennen passiert nichts, das ist einfach ein bisschen unnötig. Springen tut er auch von alleine ein bisschen und dementsprechend wird das Ganze nur immer ausbalanciert, wenn wir keine Geschwindigkeit, die wir über die Velocity von unserem XY-Vektor errechnen, über unser Movement-Komponenten, wird das Ganze dann erst aktiv. So, zu guter Letzt werden wir noch ein Blueprint erstellen, damit wir uns die Inverse Kinematics mal so richtig schön voranimieren lassen. Und dazu gehen wir mal auf unseren Content Folder. Wir legen hier ebenfalls mal einen New Folder an, den wir Blueprints nennen. Den lasse ich jetzt außerhalb in der Content Root, weil er hat eigentlich nichts mit dem Mixamo-Geschichten zu tun. Und hier klicken wir mal doppelt, rechte Maustaste, Blueprint Class vom Typ Actor und das Ganze nenne ich jetzt mal BP-Cube Up Down zum Beispiel. So, das ist mein BP Cube Up Down, den öffne ich hier mal per Doppelklick. Und dementsprechend sehen wir jetzt hier schon mal, wir haben eine Default Scene Root, die lassen wir jetzt auch an der Stelle drin und hier klicken wir mal auf Add und fügen uns ein Static Mesh mit hinzu. Das finden wir hier unten und dieses Static Mesh, das benennen wir jetzt einfach mal Pedestal. So, das wird unser Pedestal und jetzt können wir hier drüben das Static Mesh auswählen, das wird ein Cube. Dazu ein normaler Cube, der ist hier und dieser Cube, der bekommt von mir die Größe 0.2, 0.2 und 2 und auch ein Material, da nehme ich da scrolle ich ganz nach oben, da gibt es so eine Aerofarbe, die ist schön, dann nehmen wir so eine schöne leuchtendes Blau dazu und dann gehen wir hier auf Compile. Dann rüber auf den Event Graph, wir trennen uns vom Event Actor Begin Overlap und vom Tick und beginnen hier mit dem Event Begin Play, werden das Ganze über eine Timeline abwickeln, dass es rauf und runter geht. Das heißt, wir brauchen hier ein Add Timeline. Da ist die Timeline. Benennen tue ich es jetzt nicht, weil wir haben ja hier nur eine mit drin. Dann per Doppelklick geht es in die Timeline rein. Ich definiere eine Länge von 2. Dann kommt ein neuer Track hinzu, Add Flow Track. Und an dieser Stelle werde ich jetzt 2 Punkte setzen. Da kann man irgendwo auf die Linie gehen, weil wir können das nachjustieren. Add Key to Curve. Und da machen wir an der Stelle 0, machen wir eine minus 0.5. Minus 0.5. Und dementsprechend habe ich jetzt ein Komma gemacht, das bedeutet, er nimmt mir das natürlich nicht. So, minus 0.5, hier unten ist er und hier drüben werden wir auch mal setzen und zwar an der Stelle 2 ein 0.5. So, da haben wir diese beiden Punkte, der ist schon markiert, dann per Shift diesen markieren, sodass beide markiert sind. Man kann auch beide dann nochmal separat mit der Shift markieren und dann hier auf einen dieser Punkte, rechte Maustaste, da machen wir eine Auto-Curve draus. Das sieht immer ein bisschen eleganter aus. Gut, dann können wir hier den New Track 0 umbenennen, rechte Maustaste Rename, muss natürlich nicht sein, können wir, aber wir nennen es jetzt einfach mal Up, Down, Float. Wir bekommen ja auch eine Float zurück, dann können wir das entern und dann einfach mal auf Compile und dementsprechend zurück in meinen Event-Graphen. Gut, jetzt kommt hier die Up-Down-Float auch schon raus und dann werden wir einfach unserem Pedestal sozusagen in der Z-Achse was rauf dazu addieren oder dementsprechend abziehen und das machen wir hier im Update. Da machen wir eine Add Actor Local Offset. Offset bedeutet, da wo es ist, kommt es einfach auch dazu, weil wenn man die Local Location jetzt oder eine Add Actor Location machen würde, dann würde es ganz woanders sein, wo wir es platziert haben. Das heißt, da wo wir es hinsetzen, werden wir einfach dazu addieren oder dementsprechend abziehen. Target sind wir Self, das ist ein Actor. Wir haben unsere Blueprint-Klasse ja als Typ Actor definiert und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Up-Down hier mit einklinken. Jetzt sehen wir auch, das können wir so nicht, aber er konvertiert uns das natürlich. Wenn wir es ein bisschen sauberer machen wollen, rechte Maustaste auf die Pin,
Split Struct Pin und dann gehen wir hier rein in unsere Delta Location Z. So, dann haben wir das Ganze schon mal bewegt nach unserer Timeline und jetzt, wenn es gefinisht ist, dann wollen wir das Ganze reverse abspielen und wenn das reverse abgespielt ist, wollen wir es wieder vom Start abspielen. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich gleich mal sicherheitshalber überall auf Play from Start, Steuerung-Taste gedrückt, dann kann man mit der linken Maustaste das schön runterziehen, muss es nicht neu verknüpfen und wenn wir jetzt gefinisht sind, da bedienen wir uns einem sogenannten Flip-Flop. Da ist er auch schon, der Flip-Flop sagt, erst mach das, wenn du nochmal bei mir ankommst, dann magst du B, wenn du nochmal ankommst, magst du wieder A. Also es wird immer hin und her geswitcht, was drankommt. So, dann brauchen wir an dieser Stelle einfach nur noch zwei Custom Events. Das heißt, hier mache ich einen Add Custom Event. Das ist mein Custom Event, den nennen wir mal Reverse. Das ist mein Reverse, der kommt hier rein in Reverse from End, damit es immer bei 0,5 wieder anfängt und geht bis minus 0,5 und hier oben machen wir noch ein Custom Event rein. Custom Event, der bedeutet Restart zum Beispiel. Restart. So, der Restart geht auch wieder in Play from Start, damit ja nichts irgendwie unterbrochen wird mittendrin. So, man kann sich denken, wir fangen an mit einem Play from Start, laufen das durch, wenn es finished ist, dann wollen wir einen Reverse. An dieser Stelle ein Reverse, aber kein Array. Jetzt müssen wir aufpassen, weil das gibt es als Funktion. Wir brauchen eine Call Function Reverse. Und an der Stelle B gibt es einen Restart. Der ist hier unter Call Function Restart. So, damit haben wir die Geschichte erledigt. Jetzt fährt das Ding rauf und runter. Das kann man natürlich einstellen. Man kann Up, Down natürlich Float noch multiplizieren oder durch irgendwas teilen, ganz klar. Aber ich habe das schon mal ein bisschen vorher ausprobiert, sodass es halbwegs klappt. Und jetzt gehe ich hier auf meine Third-Person-Map, lege dann mal diesen Balken hier rein. Und jetzt drücke ich hier einfach mal Play. Und dann müsstet ihr einfach immer so rauf und runter fahren. Das heißt, ich möchte da einen Fuß draufstellen und dann brauche ich noch so einen Balken und dann stelle ich den anderen Fuß drauf. Gut, dann dupliziere ich mir den Balken, indem ich die Alt-Taste drücke, dann nehme ich das hier und dann ziehe ich das einfach ein bisschen rüber und dann sehe ich schon, jetzt habe ich die schön nebeneinander dupliziert und wenn ich das Ganze jetzt einschalte, dann gehen die gleichmäßig rauf und runter. Das bringt uns natürlich von unserer Inverse-Kinematik jetzt an der Stelle noch nichts. Gut, dann werden wir den einen ein bisschen später starten lassen. Das heißt, wir gehen rüber, machen einen simplen Trick, bauen uns hier ein Delay mit rein. So, ein Delay von 0,2, das ist aktuell egal, weil wir steuern das über eine Variable. Die machen wir jetzt hier rein. Das wird praktisch unsere Delay Time. So, die Delay Time, die ist vom Typ Float für die Duration. Wir könnten auch Delay Duration draus machen, aber ich denke, das ist aktuell ganz ersichtlich. Dann kommt hier die Delay Time rein und die wird jetzt hier public gemacht, sodass wir sie vorne einstellen. Hier in unserem Blueprint, in unserem Event Graph bleibt die defaultmäßig auf 0. Da werden wir nichts dran schrauben. Gut, dann gehen wir hier rein, dann sage ich hier, du bist 0. Man sieht es hier drüben im Details Panel, hier Delay Time ist 0 und den anderen starten wir ein bisschen später, 0.25 meinetwegen. Dann fängt er ein bisschen später an und dann sieht das Ganze schon mal etwas versetzt aus. Und zu guter Letzt werde ich jetzt diese zwei Plattformen etwas erweitern. Das heißt, ich ziehe sie ein wenig in die Länge, damit ich da einen Charakter darauf positionieren kann. Den hole ich mir hier aus Third Person Blueprint heraus und dann versuche ich den ein wenig auf diese Geschichten zu stellen. So, und etwas runter. Ich drehe ihn auch ein wenig rüber, sodass die Füße dann auch dementsprechend mit dem Ganzen verbunden sind. Und wenn ich jetzt hier rechte Maustaste Play from Here drücke, dann sieht man auch, dass die Inverse Kinematik sauber funktioniert. So, ich denke, das war's mit diesem Tutorial und ich hoffe, es hat dir etwas Spaß gemacht und dann hoffentlich bis bald.